Menschen, die sich selbst belügen, die fallen im Kontakt auf. Also wenn du mit jemandem, der sich selber belügt, mit jemandem, der immer nur alles auf andere schiebt, so ja, es sind alle anderen schuld. Das erzeugt im Gegenüber ein sehr unwohles Gefühl. Personen, die so durch die Welt gehen, isolieren sich, weil andere Menschen den Umgang mit diesen Personen meiden. Und das ist sehr tragisch. Und deswegen ist es eine sehr seltene Gelegenheit eigentlich und eine Chance, wenn das jemand einem zurückmeldet. Wenn jemand anders einem was sagt, was einem nicht gefällt, ja, was einem wehtut, was einem unter die Haut geht, was man sofort ablehnen möchte, dass man dann nochmal kurz innehält und sich überlegt, okay, was könnte daran vielleicht doch wahr sein? Mindseed mit Leon Heimann. Sina Hagiri beschäftigt sich mit etwas, das wir alle jeden Tag tun und trotzdem kaum hinterfragen. Wie wir mit uns selbst umgehen. Er zeigt, dass selbst banale Dinge wie zu spät kommen kein Zufall sind, sondern Hinweise auf tiefere Muster in uns. Und genau da wird es unbequem, denn oft glauben wir hätten einfach ein Zeitproblem, ein Disziplinproblem oder einfach nur Pech. In Wirklichkeit erzählen wir uns Geschichten über uns selbst und fangen an, ihnen zu glauben. Wir nehmen uns Dinge vor, halten sie nicht ein und verlieren Schritt für Schritt das Vertrauen in uns selbst. Ohne es wirklich zu merken, sabotieren wir uns. Ich wollte mit Sina sprechen, weil er keine schnellen Tipps gibt, sondern Perspektiven, die dich zwingen, genauer hinzuschauen. Auch da, wo es unangenehm wird. In dieser Folge verstehst du, warum dein innerer Vertrag mit dir selbst oft gebrochen ist, warum mehr Möglichkeiten dich nicht automatisch glücklicher machen und weshalb du dich trotz eines guten Lebens manchmal leer fühlst. Und vielleicht erkennst du auch den einen blinden Fleck, der dein Verhalten stärker bestimmt, als dir bewusst ist. Wenn dich Gespräche über mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung interessieren, dann abonniere den Kanal doch gerne einmal kostenlos auf YouTube oder Spotify. Damit unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel neue Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Sina, das erste Vorgespräch habe ich abgesagt und beim zweiten Vorgespräch war ich zu spät. Und heute war ich wieder zu spät. In deinem Buch schreibst du, dass das zu spät kommen nicht eine reine Unhöflichkeit ist, sondern ein psychologisches Phänomen ist. Was verrät uns der Umgang mit der Zeit über unsere eigene innere Haltung und warum lohnt es sich gerade bei solchen Alltagsmustern genauer hinzuschauen? Ja, das ist eine gute Frage. Das Thema zu spät kommen an sich, ich habe mich lange davor gedrückt. Ich dachte, ach, das ist doch ein banales Thema. Aber als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, auch im Rahmen meiner Ausbildung, meiner Erfahrungen, habe ich gemerkt, dass in so den Kleinigkeiten halt oft das große Ganze auch drinstecken kann. Und sehr viel Interessantes, nicht nur über uns, sondern auch über unseren Kontext. Weil das ist das Erste, was man bei dem Thema vielleicht sagen kann, dass es sehr kontextabhängig ist. Also in verschiedenen Kulturen wird das Thema zu spät kommen sehr unterschiedlich behandelt. Also meine Eltern sind aus dem Iran, deswegen ist das eine Kultur, der ich nahe bin. Ich weiß nicht, ob du den Begriff Taruf schon mal gehört hast. Sagt dir das zufällig was? Nee. Das ist eine Art Kulturpraxis, kann man übersetzen, es gibt keine Übersetzung in irgendeiner Sprache der Welt dafür, als eine Art übertriebene Zuvorkommenheit. Ja, das äußert sich so, dass im Iran, wenn du jemandem was zu trinken anbietest, der bei dir zu Gast ist, der wird es ablehnen, obwohl er Durst hat. Ja. Du musst es noch 3-mal anbieten und erst beim 4. Mal sagt er dann ja, okay. Und wenn 2 Iraner vor der Tür stehen, dauert es 5 Minuten, bis einer durchgeht. Okay. Also die sich gegenseitig vorbitten und einen Iraner irgendwie auf was zu trinken einzuladen im Café, wie du auch gemerkt hast, ist schwierig. Beim Kaffee heute. Und es geht aber auch in den Bereich des Zu-Spät-Kommens hinein, weil der ganze Sinn und Zweck dieses Tarufs, ich habe das mal ein bisschen tiefer mir angeschaut, wo das überhaupt herkommt. Die Idee ist, das Gegenüber nicht in Verlegenheit zu bringen. Das ist die Idee. Also die Praxis ist daraus entstanden, dass du eben als Gast Sachen erstmal ablehnst, mit dem Gedanken, vielleicht hat der Gastgeber ja selber nicht genug und er bietet es mir nur an aus Höflichkeit, aus Gastfreundschaft, aber ich will nicht, dass er in Verlegenheit gerät, weil er nicht genug hat. Deswegen sage ich nein. Und beim zu spät kommen ist die Idee, wenn du als Gast pünktlich zu jemandem ankommst, kann es sein, dass du dem Gastgeber eine harte Deadline setzt und der ist noch gar nicht fertig. Und deswegen ist es zum Teil im Iran die höflichere Alternative,
dass du zu spät kommst, 10 Minuten, 15 Minuten und Deswegen kam ich heute auch zu spät. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Vielen Dank, dass du auch beim Meeting letztens. Das auch ist da. alles in tieferen Sinn. Genau, das hast du jetzt eine Ausrede für immer. Das ist eine gute, oder? Na, jedenfalls, dass du die Verlegenheit auf dich selber ziehst, dass du sagst, entschuldige, dass ich zu spät gekommen bin, anstatt dass der andere in die Verlegenheit kommt, dass er noch nicht das Essen fertig gekocht hat oder so. Das ist so ein Blickwinkel, aus dem man es anschauen kann. Der nächste, einfach so diese Gründe, aus denen zu spät kommen entstehen kann. Manchmal ist es eine Machtfrage. Ja, also manchmal kann es bewusst oder unbewusst, also bewusst Politik, Verhandlungsführung, da wird es bewusst genutzt als Machtmittel, um zu zeigen, wer am längeren Hebel sitzt. Ja, Vertragsverhandlungen aufzuschieben, um den Druck, um die Problematik des Gegenübers steigen zu lassen, den Leidensdruck steigen zu lassen, um die eigene Position zu stärken. Kann aber auch unbewusst passieren, ja, dass man, wenn man jetzt eigentlich einen Termin noch hat, aber man hätte halt noch gern die Zeit, was zu erledigen. Wenn du in der mächtigeren Position bist, weißt du, dass die andere Person vielleicht abhängiger davon ist, auf dich zu warten. Und das ist dann keine bewusste Entscheidung, aber du erlaubst dir halt dann die 5 Minuten länger und lässt die andere Person warten. Nicht, dass ich dir das gerade unterstellen möchte. Nee. Überhaupt gar nicht. Aber es sind eben eine der vielen interessanten Erklärungen. Geht übrigens auch umgekehrt. Das kennt man so ein bisschen aus der Paartherapie zum Beispiel. Also wenn es in einer Paarbeziehung eine Person gibt, die mehr Macht hält, das heißt jetzt finanzielle Macht oder Entscheidungsmacht oder wie auch immer, dann kommt es manchmal vor, dass die andere Person diese Person öfter mal warten lässt, auch nicht als bewussten Plan, aber als unbewussten Ausgleich. Ja, also um ein bisschen die Hierarchie wieder gerade zu rücken, also um ein bisschen an dieser Macht zu kratzen, indem sie die andere Person warten lässt, ohne bewussten Plan. Aber eine Sache, die dahinter stecken kann. Was weiteres ist schlicht Angst. Also Angst kann dazu führen, dass wir Themen, zum Beispiel die Führerscheinprüfung oder die Steuererklärung ist vielleicht ein gutes Beispiel. Oder andere Termine, bei denen wir aus Angst das Thema verdrängen, so lange, bis es auf uns hinabstürzt. Ja? Und das ist dann, gehen wir in letztmöglicher Sekunde vor und erscheinen eben zu spät, weil die Zeit dann so knapp geplant war, einfach weil wir es aus Angst vorher verdrängt haben. Also auch das ist eine Möglichkeit. Nah dran an der Angst könnte auch so ein innerer Widerstand sein. Das ist auch was aus der Psychotherapie wir kennen. Manchmal, da sind Patienten monatelang pünktlich und alles passt. Und dann kommen wir zum Thema, das unangenehm ist, wo man vielleicht auch schwierigen Wahrheiten ins Gesicht blicken muss, wo die Stunden dann anstrengend werden, emotional werden, unangenehm werden. Plötzlich kommen die Patienten zu spät. Und dann kann das einfach ein innerer Widerstand sein gegen dieses Thema. Der dann natürlich nicht groß genug ist, dass sie gar nicht erscheinen, aber der dafür sorgt, dass wir uns ungern dahin bewegen und dass wir so ein bisschen das darüber auch ausdrücken können, dass wir das eigentlich gar nicht so möchten, indem wir es gerade so machen. Das sind so all die vielleicht ein bisschen komplexeren Gründe, die hinter zu spät kommen liegen können. Es gibt natürlich den auf den ersten Blick banal wirkenden Grund, dass die Planung vielleicht einfach nicht passt. Dass da irgendwo was begraben liegt. Aber selbst dieser Punkt hat auch, wenn man verstehen will, wie der funktioniert, einen sehr komplexen und, finde ich, sehr spannenden Hintergrund, weil das eigentlich eher der menschliche Normalzustand ist. Schlechte Planung. Da gibt es viele, viele Studien, ich nenne dir mal eine oder zwei davon, die gemacht worden sind. Zum Beispiel wurden Psychologiestudenten und Studentinnen mal aufgefordert, zu sagen, wie lange sie für ihre Abschlussarbeit brauchen werden. Das sollten sie einschätzen. Und sie haben geantwortet im Durchschnitt so 30 Tage. Sie wurden dann, weil es eine intelligente Studie war, auch noch gebeten zu sagen, okay, wenn alles ideal läuft, wie lange brauchst du? Und wenn alles schief geht, wie lange brauchst du? Die Idealschätzung lag bei so 28 Tagen. Die pessimistischste Schätzung im Durchschnitt lag bei 45. Also wenn alles schief geht, haben die Leute gesagt, im Durchschnitt brauche ich 45 Tage. Die Realität 55 Tage. Also nochmal weit länger, als die Leute im schlimmsten Fall angenommen hatten. Und solche Ergebnisse zeigen sich immer wieder. Es sind maximal 1/3 der Menschen in solchen Studien, die die Zeit richtig einschätzen. Also der Normalzustand des Menschen ist, die Probleme zu unterschätzen und die Zeit, die sie für eine Aufgabe zu benötigen, extrem zu unterschätzen.
Wir machen eine ganz kurze Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, falls ihr das Video auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und falls ihr das Ganze über Spotify oder Apple Podcasts anhört oder anschaut, uns einmal eine Bewertung für den Kanal zu hinterlassen. Damit unterstützt ihr uns und wir können weiterhin sicherstellen, die besten Leute hier in den Podcast zu holen und unsere ganze Energie hier reinzustecken. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Also bei mir lag es auf jeden Fall nicht an Taruf. Also hatte ich zwar gerade so gesagt, aber stimmt nicht. Also es war keine übertriebene Zuvorkommenheit von mir. Es war auch keine Machtdemonstration von mir. Es war auch keine Angst, sondern es war tatsächlich einfach die Planung. Und die ist aber bei mir öfter irgendwie ein bisschen schief, muss ich sagen. Also an sich, der Plan hört sich schon gut an. Gut, aber ich plane immer zu optimistisch. Also ich plane wenn ich meinen Kalender plane, auch merke ich so, manchmal plane ich die Pausenzeiten nicht ein. Und dann zieht sich das alles so, weißt du? Und das hat eher was mit Zeitmanagement zu tun, würde ich sagen. Und das ist aber, glaube ich, vererbt. Weil meine Mutter, die ist auch so. Also die kommt auch immer ein paar Minuten zu spät. Und auch als wir damals zu meinen Großeltern gefahren sind, weil sind wir öfter mal so sonntags hingefahren zum Essen, die waren immer überpünktlich, ne? Also 12 Uhr Punkt, wenn das abgemacht war, dann kommst du nicht erst an und dann wird das Essen, dann steht das Essen auf dem Tisch. So, das heißt, du musst eigentlich pünktlich sein. Wir waren trotzdem nicht pünktlich. Und ja, dann war das auch immer so ein bisschen so ein Konfliktpotenzial, ne? Und ja, aber das ist irgendwie interessant, ne? So die Großelterngeneration, die hat da noch total viel Wert drauf gelegt. Und dann hat sich das irgendwie abgebaut. Da sind mehrere Sachen, die dahinter stecken können. Also einerseits die Generationsfrage, finde ich interessant, dass du das aufmachst, weil ich habe ja von dem Kontext gesprochen und da habe ich so ein bisschen die eine Seite im Iran genannt. Es gibt auch in einigen afrikanischen Ländern, gilt es auch als unhöflich, unter Freunden und Familie auf Zeit zu bestehen. Also das ist dann etwas sehr Distanziertes. Also wieso behandelst du mich, als wäre ich die Polizei oder als wäre ich eben das Finanzamt? Also wieso erwartest du von mir Pünktlichkeit? Oder wieso unterstellst du mir von dir Pünktlichkeit zu erwarten? Also da ist es was sehr Vertrautes, Intimes, Zeiten nicht einzuhalten auf beiden Seiten. Auf dem anderen Ende des Spektrums in Japan, da ist es ein bisschen wie bei deinen Großeltern. Also da muss sich ja der Chef der japanischen Bahn muss sich öffentlich im Fernsehen entschuldigen, wenn die durchschnittliche Verspätungszeit mehr als 2 Minuten sind. Das andere Ende des Spektrums. Und ich glaube, was man da mit deinen Großeltern vielleicht so ein bisschen mit reinlesen kann, ist, dass Deutschland mal nahe an diesem japanischen Ideal gewesen ist, aber durch verschiedene Kontextänderungen wir uns vielleicht davon wegbewegen müssen, das langsam akzeptieren müssen. Das ist vielleicht das eine, was da passiert. Aber das andere, um jetzt mal auf dich und deine Planung oder auch von Leuten, die dir zuhören, die uns zuhören, darauf zurückzukommen, da habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, also ich fange mit der schlechten an. Die schlechte ist, das gilt für jetzt und auch für das ganze Gespräch heute, ich habe da keinen Tipp dabei. Ja, also ich mag Tipps nicht, Psychotipps im Internet, das ist nicht das, womit ich arbeite, weil das, was mich sehr beschäftigt, ich mache auch einen Podcast im Öffentlich-Rechtlichen, ich schreibe Bücher und arbeite eben in der Psychotherapie. Und so die Frage, wie kann ich psychologisches Wissen so verpacken, dass es hängen bleibt? Das ist das, was mich am meisten beschäftigt in den letzten Jahren. Und ist auch der Grund, warum ich bei dir hier bin, weil ich weiß und deinen Kanal deswegen so gern mag, dass du Gesprächen Zeit und Raum lässt. Und ich glaube, das braucht es, damit wirklich eine Veränderung passiert. Ja? Also auf dieses Problem, wie plane ich besser, wäre jetzt ein Tipp, irgendwie ja, was weiß ich, stell dir 3 Wecker oder benutzt die App oder jene. Und sowas ist, das ist ein Placebo. Ich habe im Rahmen der Medienarbeit, die ich machen durfte, ich habe für das Buch, das ich vor 2 Jahren geschrieben habe, viele Interviews geben durfte. Und die haben dann leider, es waren dann sehr gute Gespräche und am Ende wurde ich immer gefragt, ja, haben Sie jetzt noch einen leichten Tipp für den Alltag, um das umzusetzen? Und die Frage hat mich immer ein bisschen geärgert, weil ich dachte, im Gespräch steckte die Perspektive drin. Davon ist hoffentlich was hängen geblieben. Und dieser Tipp zum Abschluss, das ist ein Placebo. So, das fühlt sich gut an, das ändert aber nichts langfristig. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe keinen Tipp dafür, aber ich habe eine Perspektive dafür. Also, dass wir uns darüber unterhalten und versuchen zu verstehen, was steckt darunter. Und daraus kann sich jeder seinen eigenen Tipp ableiten.
Und ich glaube, das ist sehr viel wertvoller. Ich denke, gerade so beim Thema zu spät kommen, du hast es ja am Anfang schon gesagt, das ist ja auch sehr kulturabhängig. Ja. Das heißt, ne, die Kultur steht da drüber, aber auch nochmal auf individueller Ebene Ja. hat da jeder eine andere Einstellung. So Mhm. zum Beispiel in Deutschland würde ich schon sagen, legen die Leute viel Wert auf Pünktlichkeit. Kann sein, dass sich das gerade verschiebt, so durch die Deutsche Bahn und so weiter. Aber in der Regel legen die Leute schon viel Wert auf Pünktlichkeit. Und trotzdem kann es dann auch, ich glaube, durch die Globalisierung zum Beispiel, ne? Mhm. Also bei mir hat sich da auch noch mal einiges verändert. Ich kenne das aus meiner Großelterngeneration, dass Pünktlichkeit sehr wichtig ist. Mhm. Dann habe ich von meiner Mutter aber erlebt, wir sind öfter unpünktlich. So. Mhm. Da war immer dieses schlechte Gewissen im Hintergrund. Ich Mhm. weiß auch bei meiner Mutter und auch bei mir. Das heißt, auch wenn ich dann immer zu spät kam, Mhm. hatte ich immer schlechtes Gewissen. Glaube Immer. ich dir. Und trotzdem irgendwie war das so fast schon Teil meiner Natur, dass ich immer die Zeit unterschätzt Ja, habe. ja. So. Immer so sehr optimistisch geplant habe. So, Ja. ach, da ist ja noch voll viel Zeit. Du hast ja Mhm. noch total viel Zeit, kannst das auch noch eben machen. So. Mhm. Mhm. Und dann bin ich einmal nach Kolumbien gereist und da Mhm. ist die Wahrnehmung ja ganz anders. Ja. Also, total. da war ich in einem Hostel und die haben da so Salsa-Kurse angeboten. Mhm. Einmal am Tag, so kostenlos, konntest du so mitmachen. Mhm. So. Und ich war am Abend davor auch in diesem Kurs und dann habe ich die Tanzlehrerin kennengelernt und dann war ich am nächsten Morgen am Frühstück um 9 Uhr. Und dann kam sie zu mir und meinte so, hey Leon, ich werde jetzt auch noch frühstücken, kann ich mich zu dir setzen? Ich so, ja klar, gerne so. Und dann hat sie sich auch was bestellt und kam zu mir und dann war es schon so, ja, kurz nach 9. Und ich so, na, was geht heute bei dir? Und sie so, ja, ich habe jetzt gleich Kurs um 9. Ich guck so, ich so, ja, aber 9 Uhr ist doch schon vorbei. Und sie so, ja, ich frühstücke jetzt erstmal und dann Ja. gehe ich dahin. Sehr Also so schön. ganz anderes Ja, ja, Verhältnis, ja, so, ja. ne? Und das hat bei mir so einen Weckruf ergeben, dass ich mir dachte, okay, krass, so stark auf die Zeit zu beharren, ist irgendwo auch limitiert, weil ich war oft dann in der Vergangenheit dann auch selber mies gestimmt. Ich hatte damals Ja. einen Latino-Freund, Ja. der kam Mhm. immer zu spät. Immer so Viertelstunde, 20 Minuten und dann war ich immer so, Ja. oh, und dann kam er an mit so einem Grinsen im Gesicht, ich konnte ihm nicht böse sein, so, weißt du? So, klar, ja. und ja, und dann hat sich das bei mir auch so ein bisschen gewandelt und mittlerweile bin ich der Meinung, ich habe letztens im Podcast mit Benedikt Held diesen Satz gehört, Mhm. Flexibilität ist mächtig. Mhm. Und der Meinung bin ich irgendwie mittlerweile. Also, du kannst einfach nicht, wenn du mit einem anderen Individuum in Kontakt gehst, davon ausgehen, die Person ist A oder B. Ja. Sondern du musst damit rechnen, okay, die Person ist vielleicht pünktlich oder sie ist vielleicht auch unpünktlich. Und dann optimalerweise passt du dich ein bisschen daran an. So, Ja. weißt du? Die Person Ja. legt viel Wert auf Pünktlichkeit. Okay, kannst du vielleicht auch einen Schritt dahin gehen, versuch das einzuhalten, so, weißt du? Oder und trotzdem ist Zeit etwas, das Leute sehr persönlich nehmen, merke Total. ich. Nee, es ist, also du hast gerade mehrere Sachen gesagt, die ich alle sehr, sehr wichtig und interessant finde und auf die ich alle eingehen möchte. Mal schauen, wie viel Zeit wir haben. Ja, also für mich ist der Kern der Psychotherapie ohnehin, Optionen aufzumachen. Es geht darum, mehr Optionen an der Hand zu haben. Es ist für Menschen, die bei mir in der Praxis sind, egal wegen welchem Problem, es ist meistens ein Problem der Optionen. Also sie fühlen sich gefangen in einer Erkrankung, in einem Symptom, in einer Situation, aus der sie nicht hinauskommen. Und das Ziel der Arbeit ist auf eine Art und Weise häufig immer Optionen aufzumachen. Also ich kann anders damit umgehen ab jetzt. Und das ist dann meistens hilfreich. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist jetzt ein bisschen darüber übertragen. Wenn du entweder nur zu spät kommen kannst oder nur auf die Sekunde pünktlich sein kannst, ist es beides beengend. Also die Option aufzumachen, ich stelle mich in einem Kontext, wo ich auf andere Menschen treffe, darauf ein, wie funktioniert es hier, wie funktioniert der, wie funktioniert der. Wenn du Optionen hast, kannst du mit allen arbeiten. Das würde ich sofort unterschreiben, dass es hilfreich ist. Aber worauf ich auch vielleicht kommen will, bei diesem Thema zu spät kommen, da ist die Interaktion mit anderen das eine, das Soziale, aber wo es Menschen Probleme bereitet, also wo es wirklich tiefgehende Probleme auch bereiten kann, ist, wenn es nur um den eigenen Umgang mit unseren Vorhaben, mit unseren Zielen, mit dem, was wir uns so vornehmen. Da kriegen Leute richtige Probleme mit diesem ganzen Themenkomplex. Und du hast von der Scham gesprochen, das ist das eine, aber du hast auch, und das hast du von selber dann gesagt, da wollte ich eigentlich hin mit dir noch, es ist nicht nur Scham. Wenn du dir was vornimmst und du machst es nicht, ist es auch Frust.
Ist es auch Trauer? Ist es Wut? Und zwar auf dich selber. Das kennst du vielleicht, das kennen sehr viele von uns, dass du dir denkst, ah ja, morgen am Samstag, okay, ich habe am Mittag diese Verabredung. Okay, vielleicht schaffe ich es vorher noch, irgendwie den Müll rauszubringen und dann am Abend, Sport müsste ich eigentlich auch noch machen. Und dann gibt es da noch diese Überweisungen. Mit dem habe ich auch schon lange nicht telefoniert. Dann Ja, nimmst du dir genau. das alles vor und schaffst nur die Hälfte. Das ist dann nicht nur Scham, sondern das ist ganz viele Emotionen. Und das ist bei sehr vielen Menschen etwas, das sich über viele, viele Jahre hinweg zieht. Und das hat harte Folgen. Ja, dieses ganze Phänomen hat auch einen Namen, also die Leute haben es einen Namen gegeben, Daniel Kahnemann, den kennst du bestimmt, der hatte schon vor Jahrzehnten den Planungsfehlschluss genannt. Also das ganze Phänomen, worüber wir gesprochen haben, dass Leute einfach die Zeiten unterschätzen, die sie brauchen, Planungsfehlschluss. Er hat verschiedene Theorien vorgeschlagen, woran das liegt. Dass man zum Beispiel immer mit dem Ideal vergleicht, anstatt mit der Erfahrung. Also dass du nicht überlegst, wie lange habe ich das letzte Mal dafür gebraucht, wird das ähnliches, sondern dass du überlegst, ah ja, was glaube ich denn theoretisch, wie lange brauche ich dafür, wenn alles gut läuft? Als eine Theorie, als andere Theorien, dass man eben optimistisch denkt, als andere Theorien, dass man die Fehlschläge vergisst und die guten Zeiten erinnert, in diese Richtungen. Ja, worauf ich hinaus will, ist eine Perspektive, die mit der menschlichen Art und Weise mit sich selbst umzugehen zu tun hat, ja. Und dafür, ich mache mal ein Bild auf und dann übertragen wir das auf uns. Also stell dir vor, du hast einen Kollegen oder eine Kollegin, mit der du schon seit 10 Jahren zusammenarbeitest, die kannst und wirst du auch nicht kündigen, die ist immer hier, ja, und du bist aber absolut abhängig von ihr. Also sagen wir, diese Aufnahme hier, die Kameras, die Mikrofone bedient jemand anders und du kannst erst starten, wenn diese Person hier ist. Ja? Und seit 10 Jahren sagt dir diese Person immer, morgen bin ich um 10 hier und wir können starten. Ja? Und sie ist halt an 3 von 5 Tagen ist sie erst um 11 da. Okay. Was macht es, ja, wenn sie jetzt heute zu dir sagt, Leon, morgen bin ich um 10 hier. Was ist deine erste Reaktion? Ja, morgen starten wir um 11. Genau. Genau, ist, als ob wir es abgesprochen hätten. Du nimmst sie nicht ernst. Ja, du nimmst sie nicht ernst. Du verdrehst die Augen, wenn sie dir versichert, doch, nee, aber wir können starten wir um 10. Ich werd um 10 da sein. Ich würde gar nicht sagen, ich nehme sie nicht ernst, sondern ich würde einfach sagen, ich kenne die Person mittlerweile und sie. Ja. Ich hatte das mal mit diesem Latino-Freund damals. Ja. Und dann haben wir uns in der Gruppe verabredet Ja. und dann habe ich allen gesagt so, ey Leute, wir treffen uns um 10:30 Uhr, aber nur damit ihr Bescheid wisst, ich sag Gera, dass wir um 10 Uhr uns treffen. Und Okay, komischerweise an dem ja. Tag war er dann pünktlich. Ich weiß auch Ja, nicht, schau, warum. das geht dann auch so. Das funktioniert dann auch nicht immer. Ne, aber genau, also stell dir vor, er würde dir dann doch jedes Mal versichern wollen. Also du merkst, er versucht dich zu überzeugen, dass das morgen definitiv schaffen wird. Mhm. Du wirst die Augen verdrehen, du wirst dann morgen, weil er dich so eindringlich darum gebeten hat, um 10 da sein. Er ist nicht da, musst eine halbe Stunde warten. Du bist sauer, du bist enttäuscht und dein Glauben an ihn sinkt. Also seine Aussagen haben keine Verbindlichkeit mehr für dich. Und genau das, was da passiert, das passiert in uns auch. Weißt du, wir sind der Mensch, die Psyche, unser Geist ist eine gefühlte Statistikmaschine auch. Ja? Also alles, was wir erleben, hinterlässt eine Spur. Wir können es nicht bewusst abrufen, aber alle Erfahrungen, die du gemacht hast, hinterlassen eine Spur. Und dieser Wert, diese innere Verbindlichkeit, also was ist das, was ich mir vornehme? Wenn ich sage zu mir selber, morgen mache ich das, das und das, 3, 4, 5 Sachen, wie viel ist diese Aussage wert? Und da ist eine Person, die seit 10 Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dass sie sich 5 Sachen vornimmt und nur 2 schafft, deren innere Verbindlichkeit ist gering. Also etwas in ihr reagiert so wie du auf deinen Freund oder auf diese theoretische Person. Etwas in dir weiß, das ist Unsinn. Es wird nicht passieren. Und gleichzeitig will es etwas in dir. Also beide Sachen hast du in dir und das wird immer und immer wieder zu Enttäuschung führen. Und deswegen ist so die Perspektive, wie man das verändern kann, kein Tipp. Also ich kann dir nicht sagen, dann nimm dir halt nur 3 Sachen vor. Wer weiß. Der Weg, wie man das verändern kann, ist, diese innere Verbindlichkeit zu steigern. Und wenn du seit 10 Jahren versuchst, diese 5 Dinge halt einfach zu schaffen, ist das wohl nicht der richtige Weg. Dann ist die einzige andere Möglichkeit, weniger Dinge vorzunehmen, das zu akzeptieren und das ist schmerzlich, das ist schmerzhaft, dir selbst einzugestehen, ich werde das nicht schaffen. Das sind Kompromisse, das sind pessimistische Aussichten, das ist eine Skepsis, die du dir selber gegenüber aufbringen musst und die Kröte gerade schon vorher schlucken musst.
Einfach nur mit dem Ziel, nicht diese zwei Dinge, das ist so wichtig, die zu schaffen, aber die innere Verbindlichkeit wiederherzustellen. Wenn du es dann immer wieder schaffst, dir selber zu beweisen, das, was ich sage, das, was ich mir vornehme, hat einen Wert, es ist verlässlich, dann kannst du anfangen, daran zu arbeiten, noch mehr hinzukriegen. Das heißt, um die innere Verbindlichkeit wieder zu steigern, müssen wir uns weniger vornehmen. Genau, und wie viel genau, will ich nicht sagen. Das ist für jeden sehr individuell, aber das ist eben etwas, was es gibt mittlerweile eigene Programme für Prokrastination, tatsächlich aus der Psychotherapie. Es gibt Gruppentherapien für Prokrastination. Das ist ein Begriff, der wurde ursprünglich sehr stiefmütterlich behandelt und als Luxusproblem. Also, der soll bedeuten, man schiebt Sachen immer wieder auf, anstatt sie zu machen. Aber für manche Leute ist es ein ernsthaftes Problem und eine der Kerndinge, die Menschen da lernen, es geht gar nicht darum immer, okay, und wie setze ich das dann tatsächlich um? Das ist nicht der Punkt, an dem wir arbeiten. Der Punkt, an dem wir Psychotherapeuten den viel größeren Fokus haben, ist, was nehme ich mir überhaupt vor? Das muss realistisch sein. Und wir akzeptieren dann auch nur Pläne, wo jemand sagt, wir fragen immer wieder nach, wie realistisch ist es, dass du das machst? Und wir akzeptieren erst den Plan, wenn die Person sagt, 80% oder höher, damit die Verbindlichkeit hergestellt wird. Also wir arbeiten daran, dass die Person sich weniger vornimmt und mehr davon schafft, anstatt dass sie mehr insgesamt schafft. Dein neues Buch befasst sich ja mit mehreren solchen psychologischen Phänomenen und das zu spät kommen ist ja nur eins davon. Wann hast du selbst gemerkt, dass solche psychologischen Erkenntnisse dich nicht nur intellektuell, sondern ganz konkret im Leben auch und im Alltag verändert haben? Hm. Also ich habe ja Psychologie studiert, dann im Rahmen vom Studium einfach schon viel natürlich für mich mitgenommen, dann die Psychotherapie-Ausbildung gemacht, das waren nochmal 5 Jahre, dann als Psychotherapeut gearbeitet und tue ich bis heute als Podcaster, als Autor. Und ich habe in all dieser Zeit immer wieder mich mit all diesem, es ist ja so viel Wissen in der Psychologie, das es gibt, ähm, und einfach immer wieder ab und zu bin ich auf Dinge gestoßen, die dann nicht als einzelner Satz, nicht als einzelner Tipp, sondern als Erkenntnis, wo ich irgendwas verstanden habe, was mir vorher nicht so ganz klar war und was einfach dadurch, dass ich es verstehen konnte, plötzlich so viel mehr Sinn gemacht hat und wo ich deswegen dann vielleicht auch es gar nicht unbedingt sofort ändern, aber gelassener hinnehmen konnte zum Beispiel, dass mir das Leben einfach ein bisschen leichter gemacht worden ist dadurch. Das hatte ich immer und immer und immer wieder und ich habe im Studium schon, das war das erste Mal, dass ich versucht habe, diese Sachen zusammenzufassen und weiterzugeben. Da habe ich in meiner Familie, habe ich meine Schwester, meine Mutter, da habe ich zu Weihnachten so die 5 wichtigsten Sachen, die ich im Psychologiestudium gelernt habe ich versucht zusammenzufassen. Ähm, und auch jetzt wieder, wir haben vor 13 Monaten haben wir unser erstes Kind bekommen und da habe ich es auch beobachten können, dass so die ersten Monate der Kleine, wenn er nachts aufgewacht ist und geschrien hat oder wenn ich ihn abgelegt habe kurz, um irgendwie die Windeln zu holen oder so und dann hat er geschrien. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er schreit, weil er jetzt irgendwie es ungemütlich findet zu liegen oder so. Ich hatte den Eindruck, er schreit, weil er nicht versteht, was passiert, weil er Mhm. Angst bekommen hat, weil er nicht wusste, was das bedeutet, ob ich ihn je wieder hochnehmen werde. Und ich habe gemerkt über die Wochen und Monate hinweg, dass wenn er das Vertrauen gewonnen hat, wenn er verstanden hat, okay, ich werde jetzt gewickelt. Oh, das ist das. Und danach bin ich wieder im Arm. Dass allein dieses Verständnis sein Leben leichter gemacht hat. Und es ist mir einfach ein Anliegen, ihm auch bei vielen weiteren Sachen im Leben, die er noch lernen muss, also dass wenn jemand einer anderen Meinung ist als er, dass die Person ihn deswegen nicht irgendwie hasst, ja, sondern dass es okay ist, andere Meinungen zu haben. Dass wenn er irgendwie eine Emotion hat, wenn er eine Wut hat, eine riesige, dass er die nicht sofort wegmachen muss, so, sondern dass die Emotion in Ordnung ist, dass aber vielleicht nicht das Verhalten in Ordnung ist. Er darf wütend sein, aber er darf nicht andere schlagen. Also dass er diese Erkenntnisse bekommt und dadurch sein Leben etwas leichter wird. Und ja, weil ich das eben für mein Studium, für meine Familie, für mein eigenes Leben, für wie ich als Vater, als Bruder, als Partner, als Freund, als Psychotherapeut in diese Welt gehen will, weil ich das da alles so gesammelt habe und auch, weil ich die Sachen für mich selber immer am besten verstehe, wenn ich sie versuche für jemand anders gut verdaubar zusammenzufassen, habe ich das halt alles in ein Buch geschrieben und habe dann die 20 für mich wichtigsten Erkenntnisse der Psychologie in jeweils einem eigenen Kapitel zusammengetragen. Unter anderem schreibst du auch über die Wohlstandsmelancholie. Ein Phänomen, das mir auch in letzter Zeit öfter aufgefallen ist, so im Umfeld, bei Bekannten,
wir haben gefühlt alles Materielle, Ja. ja. Wir sind eigentlich überladen mit materiellem Zeug so. Mhm. Und trotzdem fühlen sich viele Menschen leer oder Ja. fühlen sich nicht wohl oder also ich habe das Gefühl, sie handeln nicht wirklich aus so einer Fülle, sondern eher aus so einem Mhm. Mangel. Ja. Was ist das für ein Phänomen? Also erstmal würde ich dem einfach zustimmen. Ich habe denselben Eindruck und den habe ich verstärkt nochmal. Ich finde, das wird noch klarer, wenn man die Perspektive auch wieder wechselt. Also wenn man kurz rauszoomt aus unserer Perspektive auf die Welt. Es gab vor 8 Jahren von der BBC so eine Neuverfilmung von Dracula so eine Miniserie mit 3 Folgen. Und ich fand die eine Szene, die ist mir hängen geblieben, alles andere habe ich vergessen. Da ist der Graf, der lag 400 Jahre irgendwie am Meer in England in einem Sarg und wacht dann auf und in so einem kleinen Dorf und geht in ein Häuslein, also von unserer Sicht aus gesehen einfach so ein kleines Häuslein, das unordentlich zusammengepackt ist. Und er schaut sich da um und er schaut in diesen Kühlschrank und er sieht so Fleisch unterschiedliches, er sieht Obst, er sieht Gemüse exotisches, er sieht also so Bücher in der Wand stehen, er sieht einen Fernseher und sieht zum ersten Mal in seinem Leben die Sonne irgendwie, die er seit 400 Jahren nicht gesehen hat. Man sieht eine Box und drückt drauf und es kommt Musik raus. Und dann ist in der Ecke die total verängstigte Frau, die da lebt, Mhm. in ihrem Jogginganzug irgendwie von der Discountermarke. Und dann ist der Graf irgendwie so, ja, ihr seid die Königin dieses Hauses. Und ich so, hä, was? Dieser Müllhalde? Also, ja, dieses ganze Essen, diese Möglichkeiten, diese Box, aus der Musik kommt, dieses Gerät draußen, was ich gesehen habe, das euch gefahren hat, obwohl da keine Pferde sind. Und diese Szene hat es mir so nochmal bewusst gemacht. Ich habe mir vorgestellt, wie ich mit diesem Grafen rede und er mich dann fragte, wie kann es sein, dass ihr das alles hier habt? Und ich ihm dann noch erkläre, ja, ich habe übrigens auch kaltes oder warmes Wasser unendlich da aus so einem Mhm. Hahn. Und ich habe, wenn ich was habe, kann ich zu Ärzten gehen. Ich habe einen Hautarzt, einen Lungenarzt, einen Allgemeinarzt. Die leben hier alle und ich muss nicht mal was bezahlen, um dahin zu gehen. Der würde ja ausrasten. Ja, der würde ausrasten. Ich habe mehr Luxus als 99% der Menschheit jemals hatten. So, also wenn man zurückschaut in die Geschichte der Menschheit, ging es niemandem so gut wie mir. Und das gilt auch für dich und alle anderen, die jetzt zuhören. Und das ist schon absurd, weil der Graf dann denken würde, okay, ihr habt alles, ihr müsst ja die glücklichsten aller Zeiten sein. Und es ist etwas dran, dass so die allgemeine Zufriedenheit ist gewachsen, die ist größer. Aber es gibt einige Aspekte, die, glaube ich, Leute sehr fehldeuten. Also wenn du zum Beispiel an Skandinavien denkst, die skandinavischen Länder, die schneiden regelmäßig in so Zufriedenheitsbefragungen als die zufriedensten Gesellschaften der Welt ab. Ja? Mhm. Und jetzt ist es aber so, und das ist ja ein bisschen erstaunlich, dass die Suizidraten in Skandinavien genauso hoch, sogar ein bisschen höher sind als in Deutschland zum Beispiel. Und das ist okay, wie kann das sein? Das Mhm. ist eigentlich die zufriedenere Gesellschaft, die zufriedenste Gesellschaft auf der Welt. Warum gibt es da mehr Suizide als bei uns? Und dann ist so die banale erste Erklärung, an die man so denkt, die landläufige ist, ja, die haben ja diese langen Winter und dann ist da so viel Alkohol und dann in diesem dunklen Winter, dann ist es wahrscheinlich da, dass die Leute so schlecht drauf sind. Das denken viele, das nehmen viele an, wenn ich sie frage, was glaubst du, woran das liegt? Das ist falsch. Mhm. Also weil diese Quoten dort tatsächlich im Sommer höher sind als im Winter. Ja, also diese These stimmt nicht, dass es der Winter wäre. Es ist im Sommer, wenn eigentlich da alle auch das Leben draußen leben. Das hat einen Hintergrund, den ich auch beruflich während der Pandemie selbst erleben und ansehen durfte. Also wenn du dich zurückerinnerst an diese Zeit, die wir alle gerne verdrängen, Mhm. so der erste Lockdown. Ich weiß nicht, wie du den ersten Lockdown erlebt hast. Ich hatte große Angst um meine Patienten und Patientinnen. Also in der ganzen Psychologie, Psychotherapie-Szene, wir hatten alle sehr, sehr große Angst, was mit denen passiert, wenn wir sie nicht mehr sehen können, wenn wir sie vielleicht online sehen können. Das war noch sehr neu dabei. Und wenn sie noch mehr eingeschränkt sind als ohnehin. Und was uns total überrascht hat, alle, und auch mich bei meinen Patienten überrascht hat, so in diesen ersten Lockdown, in den ersten 3, 4 Monaten, ging es denen allen relativ gut. Es ging ihnen im Durchschnitt besser als vorher. Und das kann einen ähnlichen Hintergrund haben wie die Sache in Skandinavien mit den Sommern und den Wintern, weil, und das ist Punkt 1 dieser Wohlstandsmelancholie, es sind mehrere Faktoren, aber Punkt 1, der da zum Tragen kommt, ist, der Mensch ist so angelegt, dass wir unser Glück nicht absolut betrachten können, sondern immer relativ. Und die Patienten und Patientinnen im Lockdown, die ohnehin ein sehr eingeschränktes Leben geführt haben, die sich nicht aus dem Bett
bringen konnten an vielen Tagen, die nichts mehr unternommen haben mit anderen Leuten, in einer Gesellschaft, in der plötzlich alle anderen auch zu Hause waren und nichts mehr unternommen haben, war ihr Leid relativ plötzlich etwas geringer. Es gab weniger zu verpassen. Und in Skandinavien, einer Gesellschaft, die zu den zufriedensten der Welt gehört, und wenn dann im Sommer alle wieder rausgehen und sich freuen, dass der Winter vorbei ist und das Leben auf der Straße ist, wenn es dir dort schlecht geht, geht es hier nochmal richtig viel schlechter, wenn alle anderen so glücklich und zufrieden sind. Das ist einer von, in meinem Kopf, 3 Gründen, der mit diesem Wohlstand eben bei manchen von uns auch ein großes Unwohlsein erzeugen kann. Okay, das verstehe ich. Also das ist immer so ein bisschen der Vergleich, ne? Mhm. Der Vergleich, also es geht im Grunde genommen gar nicht so sehr um meine individuelle Situation in dem Beispiel, das du genannt hast, sondern es geht auch immer darum, wie geht's mir im Vergleich zu allen anderen. Genau. Und das, Mich herum. Also ja. wir tendieren dazu, zu ähnlichen, also sozial ähnlichen Leuten zu vergleichen, zur Nähe zu vergleichen. Und ja, das ist eben so ein bisschen das Tragische daran, dass es uns schlechter gehen kann, obwohl sich gar nicht so viel für uns verschlechtert hat, aber allein, dass wir beobachten, dass um uns herum es Leuten besser geht. Ja, also der Wohlstand, der erreicht worden ist, der fraglos erreicht worden ist in unserer Gesellschaft über die letzten 70, 80 Jahre. Also unfassbare Wohlstandsvergrößerung da auch. Bei denjenigen, wo eben weniger davon hängen geblieben ist, führte zu Unglück. Das ist ja so ein allgemeines Thema, ne? Vergleichen. Mhm. Da rückt auch viel das Thema Social Media so in den Vordergrund, wo man dann auch öfter hört, ich höre es öfter von Freunden oder so, ja, ich will mich ja nicht vergleichen oder ich versuche mich da jetzt nicht zu vergleichen oder, Mhm. aber irgendwo passiert es ja doch immer Ja. automatisch. Ne? Ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Ja. Und mit Sicherheit ein bisschen individuell, ne? Mhm. Vielleicht auch wie man so gepolt ist, Mhm. ne? Wie stark ist man, denkt man noch so in Konkurrenz und so, ne? Mhm. Also denkst du, man kann das Vergleichen so einstellen? Oder ist es einfach ein grundlegendes menschliches Verhalten? Ja, du hast gemerkt, ich habe auch kurz lachen müssen, als du gesagt hast, manche sagen, ich will mich ja nicht vergleichen, aber Ja. nein, das ist natürlich sehr ehrenhaft, wenn man das versuchen möchte, und ich wünsche auch jedem viel Erfolg dabei. Ne? Es wäre uns zu wünschen, wenn wir das weniger tun. Weniger, ich sage mit Absicht weniger, nicht gar nicht, weil es auch eine sinnvolle Seite hat. Aber ja, ich bezweifle, dass es jemandem endgültig gelingt. Es gibt verschiedene Theorien dazu, warum der Mensch sich vergleicht. Eine, die ich überzeugend finde, hat ein bisschen so eine evolutionspsychologische Begründung, dass da der Mensch nun mal einfach ein Gruppenwesen ist. Ja, wir sind ein soziales Wesen. Und deswegen war für den Menschen schon immer sehr wichtig und relevant, also überlebenswichtig über weite Teile der menschlichen Geschichte, wo innerhalb der Gruppe stehe ich. Ja, und das ist nicht so leicht zu beantworten. Und dass der Vergleich eigentlich nur ein Versuch ist, sich selber innerhalb der Gruppe zu verorten. Also weil wir von außen einen Menschen besser beurteilen können, wo steht der innerhalb der Gruppe. Und dann, wenn wir das sehen, ah ja, der ist in der Gruppe ungefähr dort, dann automatisch den Vergleich ziehen im Vergleich zu der Person. Bin ich auf Höhe dieser Person, bin ich drunter, bin ich drüber. Und dass das deswegen was ganz Automatisches ist, was uns passiert. Weil es letztendlich ein Ergebnis davon ist, dass wir davon abhängig sind, wie unser sozialer Stand innerhalb der Gruppe ist. Und das Vergleichen, das führt ja auch zum Beispiel zu den ganzen Innovationen, die wir immer wieder machen als Menschen. Absolut. Ne? Also, genau. Also deswegen wollte ich auch sagen, es Ja. ist jetzt gar nicht so, ich würde es auch gar nicht empfehlen, dass man es ganz abschalten muss oder so. Es gibt auch die Psychologie macht sich den Vergleich zum Teil auch zum Nutzen. Also es gibt zum Beispiel das Thema Neid, was, finde ich, sehr zu Unrecht einen extrem schlechten Ruf hat. Das ist halt nur, ich finde, man muss unterscheiden zwischen Neid und Missgunst. Also Missgunst ist, ich möchte, dass jemand anders was verliert. Ja? Aber Neid kannst du sehr gut arbeiten, ja, wenn du bereit bist, dich nicht selber anzulügen und eben in Missgunst überzugehen und sagen, das ist nur, weil der oder die irgendwie Vetternwirtschaft betreibt oder so. Und also indem du darauf verzichtest, die andere Person runterzumachen, sondern überlegst, okay, was genau neide ich dieser Person eigentlich? Ist es die Anerkennung, die sie bekommt von anderen? Ist es vielleicht die Fähigkeiten, die sie hat? Ist es die finanzielle Freiheit, die sie hat? Ist es vielleicht den Mut, den sie hatte, ihren Job zu verlassen, um was Eigenes zu starten? Und ich bin eigentlich seit 10 Jahren unzufrieden mit dem Job und will was anderes starten, aber traue mich nicht oder so.
Weißt du, und schon bist du bei dir selbst. Du denkst über dich selber nach und kannst von dir selber lernen und hast eigentlich bei Neid gestartet, aber hast es als Anlass genutzt, etwas über dich selber zu lernen. Und das ist so eine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Also positiv mit dem Vergleich zu arbeiten. Das heißt, in einer Gesellschaft zu leben, wo mehr Ungleichheit herrscht, führt automatisch dann auch zu mehr Unzufriedenheit und höheren Suizidraten? Das sind jetzt ein paar Kausalitäten, die ich jetzt nicht sofort so unterschreiben will. Was ich Ist sagen jetzt wollte, einfach nur so eine, ja, ohne dass ich jetzt die Studienlage kenne, genau, aber es ist also jetzt einfach nur so eine logische Schlussfolgerung was von man meiner sagen Seite kann, so. in der Ja. Gesellschaft, in der der Wohlstand wächst, tut er es ja nicht bei allen gleich. Und bei denen, wo er in einem kleineren Maß wächst als bei den anderen, für die ist es hart. Für die ist es unangenehm. Und das ist eine Seite von Wohlstand, die auch zu negativen Gefühlen führen kann. Es gibt aber noch eine andere, wenn du möchtest, kann ich auf die zweite kommen, die uns alle betrifft. Und das ist, lange Zeit galt ja einfach so ein bisschen die Maxime, Freiheit ist automatisch etwas Positives. Was da bedeutet, wenn ich mehr Freiheit habe, ist es immer was Gutes. Wenn ich mehr Optionen habe, ist es automatisch also was Gutes. Das war einfach, wie wir gedacht haben, wie wir empfunden haben. Und die Psychologie hat da schon vor 20 Jahren Zweifel gehabt. Ja, und hat da ganz intelligente Experimente dazu gemacht. Ich nenne dir mal eins, das ganz witzig designt war. Da haben sich die Forscher in den Supermarkt gestellt und haben so Marmeladen zum Probieren dabei gehabt. Und so einen Stand einfach. Also du kannst die Marmeladen probieren und kannst eine kaufen, wenn sie dir gefällt. Kennst du auch aus dem Supermarkt, oder? Ja. Genau. Und an manchen Tagen waren sie da mit, ich glaube, es waren 3 oder 6 Marmeladen. Und an manchen Tagen waren sie da mit 25. Mhm. Dann haben sie ausgewertet, an welchen Tagen wurde mehr gekauft. Und es war so, dass an den Tagen, wo sie mit 3 oder 6 Marmeladen da standen, da wurde so, glaube ich, so 20% der Leute, also jede 5. Person, hat auch eine Marmelade gekauft. Bei denen, wo sie mit 25 Marmeladen da standen, da waren es 3%. Ja. Und das war so der erste Stein, der das so ins Rollen gebracht hat. So mehr Optionen sind vielleicht nicht nur gut. Es ist dann gemündet in dem Konzept von Barry Schwartz, heißt der. Der hat das Konzept von den Maximizern und den Satisficern aufgestellt. Und das bedeutet, Maximizer, die suchen so lange, bis sie die beste Option gefunden haben und hören nicht auf, bevor sie die gefunden haben. Satisficer suchen so lange, bis sie eine Option gefunden haben, die gut genug ist. Und da gibt es auch, bevor ich auf das Konzept nochmal komme, auch eine sehr witzige Studie, die das nochmal so bestätigt, dass es nicht nur unsere Veranlagung ist, sondern auch die Anzahl der Optionen, die wir haben. Da wurde ein Fotografiekurs, also da haben Leute 10 Wochen lang einen Fotografiekurs gemacht und konnten immer einmal pro Woche, gab es halt ein Thema, irgendwie Architektur oder Porträt oder Natur. Fotos machen, 1 einreichen. Ja? Und am Ende des Kurses wurden die Leute, ohne dass sie es wussten, in 2 Gruppen eingeteilt und haben ein Angebot bekommen. Hey, vielen Dank fürs Teilnehmen. Du kannst dir 1 von deinen 12 Fotos aussuchen und dann drucken wir das für dich groß aus und schenken es dir einfach. Das war die eine Gruppe. Die andere Gruppe hat dasselbe Angebot bekommen, aber mit der zusätzlichen Option. Und du hast 1 Woche Zeit, deine Entscheidung zu ändern. Du kannst 1 Woche drüber nachdenken. Also man würde meinen, was einfach nur Positives. Mehr Freiheit, mehr Optionen. Ein paar Wochen später haben die Forscher nochmal zurückgefragt, alle, so wie zufrieden bist du mit deinem Foto, wie zufrieden bist du mit deiner Wahl. Und diejenigen, die sofort entscheiden mussten und die Entscheidung nicht rückgängig machen konnten, waren viel zufriedener als diejenigen, die 1 Woche drüber nachdenken konnten. Und das war quasi von außen forciert, wie viel Wahlfreiheit sie hatten. Und das ist das Außen, was uns quasi passiert. Wir sind jetzt in einer Welt, in der wir unendlich viele Optionen haben. Ja? Also in jeder Hinsicht haben wir so viele Optionen. Das ganze Thema Dating, ja, spielt da viel mit rein. Das ist nicht das Einzige, da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Aber die Möglichkeit, dass du in einer App potenziell 1000 Leute treffen könntest in deiner Umgebung, ja, macht es für jede einzelne Person sehr viel schwieriger, attraktiv genug zu sein für dich. Und macht es auch für dich schwieriger, zufrieden zu sein mit der Person, die du triffst, der du gegenüber sitzt. Das ist so das Außen. Das ist ein Teil von Wohlstand, der es uns schwieriger macht, zufrieden zu sein mit dem, was wir sind, weil wir so viele Optionen haben. Es gibt aber auch eine Innenperspektive. Und das ist dieses Maximizer Satisficer. Und das kennt jeder von uns, glaube ich, sehr einfach an einem Beispiel. Wenn du in Urlaub fährst und ein Hotel aussuchst
Maximizer haben 200 Tabs offen. Satisfier haben so 8 Tabs. Okay. Und Barry Schwartz hat das halt untersucht und hat herausgefunden, dass die Leute mit den 8 Tabs objektiv im Durchschnitt die schlechteren Entscheidungen treffen, ja, aber subjektiv zufriedener damit sind. Also dass dieses Maximizer-Tum, dass das eigentlich mehr Nachteile als Vorteile hat, dass die Leute, die dazu tendieren, sogar nachdem sie Entscheidungen schon getroffen haben und sie unwiderruflich sind, nicht aufhören weiterzusuchen. Also ein Leben im Konjunktiv. So dieses, was wäre, wenn ich etwas noch Besseres gefunden hätte. Und das ist auch eine Folge von Wohlstand, dass wir überhaupt diese Option haben, immer wieder unsere eigenen Entscheidungen zu hinterfragen und uns zu fragen, ob wir nicht vielleicht einen Fehler gemacht haben, indem wir uns für dieses oder jenes Leben entschieden haben. Das heißt, das, was Leid erzeugt, hat sich im Laufe verändert. Ja. Also früher waren es andere Dinge, die uns Mhm. Leid gemacht haben und jetzt hat sich das gewandelt und eigentlich das, wovon man früher geträumt hätte, das hat man heute Mhm. und es erzeugt trotzdem Du hast Leid. recht, so könnte man sagen, dass also es ist ein Segen und das will ich nicht klein machen. Es ist natürlich ein Segen. Ja. Aber die Dinge sind nicht so einfach. Das meiste ist nicht einfach nur entweder nur gut oder nur schlecht. Das ist zu leicht. Sondern das ist gerade die Aufgabe der Psychologie und auch das, was ich einfach interessant auch finde. Also einfach aus reiner Neugier zu verstehen, an dem, was gut ist, was hat es auch für negative Seiten. Ja. Und da hinzuschauen. Weil dadurch, dass wir sie verstehen, können wir sie eben, ja, vielleicht gelassener hinnehmen oder auch anders mit ihnen arbeiten. Weil ja, du hast recht. Früher war es vielleicht eher, und natürlich existiert immer noch beides und alles, aber früher war es eher und häufiger im Durchschnitt der Mangel vielleicht, der das Problem erzeugt hat. Und neu, und das gab es früher eher sehr viel weniger, das neue Problem ist, dass heutzutage der Überfluss eigene Probleme mit sich reinbringt. Und die sind neu. Und deswegen gibt es da auch nicht so viel menschliches Wissen dazu. Ja? Also du kannst irgendwie ein Drama von vor 200 Jahren, einen griechischen Mythos von vor 2000 Jahren, ja, Kirchenlehren von vor 2000 Jahren, kannst du darüber lesen, wie mit Mangel umzugehen ist. Aber wie mit Überfluss umzugehen ist, gibt es weniger Kulturerzeugnisse davon, weil Überfluss noch nicht so lange entsteht in den meisten Bereichen. Und deswegen ist es neue Herausforderungen und ich finde, das hat auch was Entlastendes zu wissen. Wir sind halt die Ersten, die damit umgehen müssen. Ja, es sind neue Probleme. Es ist nachvollziehbar, dass wir uns damit schwer tun. Aber wahrscheinlich gibt es Arten und Weisen, damit umzugehen. Und vielleicht gibt es auch irgendwo schon Antworten. Und Barry Schwartz hat eben eine mögliche Antwort gegeben, zu sagen, schauen wir uns das Ganze mal aus der Maximizer- und Satisfier-Perspektive an. Und wenn wir uns selber auf einer von diesen Seiten finden, die wir selbst nicht ganz so gut finden, haben wir jetzt zumindest eine Idee, was und warum wir das verändern möchten. Bei diesem Maximizer- und Satisfier-Konzept habe ich mich gerade gefragt, wer bist eigentlich du? Und ich glaube, bei mir ist es auch sehr situationsabhängig tatsächlich. Ja. Also Dinge, die mir zum Beispiel sehr wichtig sind, da bin ich ein Maximizer. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch so einen Charakterzug, der einfach schnell Sachen entscheidet. Zum Beispiel Hotel oder so, halte ich mich nicht zu lange dran auf und bin da eher der Satisfier. Mhm. Also es ist, denke ich, auch ein bisschen situationsabhängig, Absolut, oder? Dann, wenn es absolut, zum Beispiel, ne, ich hatte das auch mal im Zusammenhang mit Dating zum Beispiel gehört, ne? Ja. Der bindungsängstliche Maximizer. Mhm. Ja, also zum Beispiel, da spielt vielleicht dann noch ein anderer Aspekt rein, der Angst zum Beispiel. Mhm. Und der führt dann dazu, dass du zum Beispiel Ja. ein Maximizer bist. Voll, ja. Das heißt, ich denke, man kann das auch so ein bisschen differenziert betrachten, auf Unbedingt. verschiedene Situationen und Prägungen bezogen. Unbedingt. Ich habe es jetzt erstmal nur einführen wollen, so Mhm. als Konzept. Es ist übrigens Satisfier. Es klingt komisch, aber also das war, Satisfier. genau, nicht Satisfier, sondern Satisfier. Ich finde es auch schwierig. Satisfier wäre dann, glaube ich, wenn du das Gegenüber. Okay. Aber genau, die Gut. Maximizer und die Satisfier. Und ja, wie du schon sagst, genau, natürlich ist es komplexer. Also niemand ist nur das eine oder nur das andere, wie bei fast allen Dingen in der Psychologie. Also wir sind ja selten nur A oder B, sondern irgendwo dazwischen. Satisfier ist doch dieser Vibrator da. Ja. glaub ich. Ja, richtig. Genau.
Aber ja, man kann halt für sich ein bisschen merken, wozu tendiere ich. Also man hat vielleicht eine natürliche Tendenz, mit der man in Dinge reingeht und dann gibt es auch noch Kontexte, die gefärbt sind. Und weil du gefragt hast, ich habe lange Zeit sehr zu dem Maximizer tendiert, ja, und habe bei kleinsten Dingen, um die es geht, kleine für die Wohnung oder irgendwas, irgendwie den Staubsauger oder so, dann will ich halt unbedingt wissen, welcher Staubsauger genau der ist, den ich haben möchte. Mhm. Und habe aber dann irgendwann vor Jahren halt dieses Konzept entdeckt und habe bei mir auch die Grenzen entdeckt, wo das hinstößt. Also manchmal ist es sinnvoll, manchmal habe ich die Zeit und auch den Nutzen davon und dann genieße ich das auch, das zu machen. Aber seitdem habe ich versucht, mich in immer mehr Bereichen in diese Satisficer-Richtung zu bewegen. Also ganz bewusst. Und das ist kein Entweder oder, aber ich wollte halt mehr in diese Richtung. Ja. Ein Coach von mir hat mal, da gibt es ja auch diese 80-20-Regel, ne? Die so ein bisschen so mit reinspielt, so ja. Ne, weil wenn man dann Maximizer ist, dann ist es ja so, ich will 100% die richtige Entscheidung treffen. Ja. Und dann gibt es ja dieses Konzept von so, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube, 80% reicht oder die Idee ist, dass du für 80% der Ergebnisse nur 20% der Zeit brauchst. Genau. Und für die restlichen 20% des Ergebnisses, also damit die Präsentation kriegst du in, weiß ich nicht, 2 Stunden fertig und dann ist sie okay, dann ist sie gut. Ja. Und wenn du sie perfekt machen willst, musst du nochmal 6 Stunden investieren. Genau, also es ist sogar so, dass du dann 20% Input anstatt 100 im Endeffekt, ne? Genau, ja. Und dieser Coach hat mir gesagt, er hält nicht viel von dieser Regel, sondern er sieht es auch sehr situationsabhängig, weil es gibt Momente, da macht es total Sinn, dass du ganz genau hinschaust und guckst, okay, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du dir ein Haus kaufst für deine Familie, da macht es ja keinen Sinn, 20% da rein zu investieren, sondern es ist so eine Lebensentscheidung. Ja, es ist es ist ein Turning Point vielleicht in deinem Leben, es ist was Lebensveränderndes, ja. Das heißt, ich glaube, es macht vielleicht einfach Sinn zu überlegen, okay, wozu neige ich? Neige ich dazu, immer alles so krass zu überdenken? Und in einigen Situationen macht es vielleicht sogar Sinn. Und in anderen Situationen aber macht es auch Sinn, vielleicht mal zu sagen, okay, lass hier mal ein bisschen los. Und andersrum genauso. Und ich fand das schön, dass er mir das so gesagt hat, weil oft wenden wir so Regeln an, so ja, 80-20, so, ja, okay, aber das kann man ja nicht über alles stülpen. So, das ist so, es ist sehr individuell. Ja, es gibt Momente, ja, wenn du zum Beispiel hier du hast dein Buch geschrieben, da macht Sinn, dass man sie wahrscheinlich nicht nur 20%, so weil du weißt, was ich meine. Ja, so. absolut, absolut. Und deswegen mag ich diese differenzierte Sicht. Total. Und das schließt an das an, worüber wir vorhin gesprochen haben. Psychotherapie, Erweiterung der Optionen. Es geht darum, wenn du bisher immer nur 100% geben konntest, dann ist es nicht was Schlechtes, was du ablegen musst, sondern was hilfreich ist die Optionen zu erweitern, zu sagen, es ist gut, wenn du die Möglichkeit hast zu entscheiden, das ist ein Fall für 80, das ist ein Fall für 20, das ist ein Fall für 100. Also die anderen Optionen, die dir noch verschlossen sind, die noch kleiner sind, die aufzumachen. Und da ist eben, unterscheidet die Perspektive, deswegen rede ich so gern mit dir hier. Weißt du, daraus sind wir jetzt gekommen. Und wenn ich nur die Zeit für einen Tipp gehabt hätte, so ja, okay, ja, mach halt lieber Satisficer statt Maximizer. Das ist halt ungenügend. Das reicht nicht. Ja. Das ist komplexer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die an einer Position sind, zum Beispiel Maximizer, was ja vielleicht auch so ein bisschen in diesen Overthinking-Bereich reingeht und die es dann auch als problematisch bei sich selbst ansehen und das vielleicht auch pathologisieren. Ja. Wo man auch sagen kann, ey, das ist auch ein Skill von dir. Voll. Das ist ein Skill von dir, dass du dich da so krass reindenken kannst und die ganzen Optionen auswägst. So, ne? Ja. Und das finde ich irgendwie auch wichtig zu sagen, ey, es ist eine krasse Fähigkeit von dir. Das ist ein Riesenmuskel. Das ist ganz stark. Dass du das krass darüber nachdenken kannst. Auch eine krasse Fähigkeit, dass du vielleicht schnell Entscheidungen fällen kannst und das loslassen kannst. Beides ist eine Fähigkeit. Beides ist wertvoll. So. Genau, und das nicht zu sehen, erzeugt nur, dass du dich mit einem negativen Gefühl um etwas drehst, was eigentlich eine Stärke ist. Ja. Dadurch nicht weiterkommst, weil du dann nur, weiß ich nicht, Scham, Angst, Unzufriedenheit hast, anstatt, dass du dich damit anfreundest und dann diese Energie da reinstecken kannst, das zweite auch noch auszubauen. Und das dritte und das vierte auch noch. So viel aber zu diesem zweiten Faktor von Wohlstandsmelancholie, ja, dass die Optionen, immer mehr Optionen, das macht uns nicht automatisch glücklich. Es gibt noch einen dritten Faktor, der mir auch ein ganz wichtiger ist, den ich auch bisher noch weder im Podcast oder anderen Buch oder so nirgendwo bisher erzählt habe. Es ist das erste Mal, dass ich darüber rede, außer dass ich ein Buch darüber geschrieben habe. Deswegen
darf ich dir davon berichten. Sehr gut. Weil es brennt in mir darüber zu reden, weil ich bisher nur schreiben konnte darüber. Ich muss dafür ein Konzept einführen, der kognitiven Dissonanz. Hast du das schon mal gehört? Das ist auch so ein Psychologiebegriff. Das bedeutet, kognitive Dissonanz bedeutet quasi eine Unstimmigkeit zwischen dem, wie du als Person sein möchtest und dem, wie du tatsächlich handelst. Ja, also wenn du zum Beispiel eine gesunde Person sein möchtest, ja, die auf sich achtet, aber du rauchst, hast du immer dann, wenn du rauchst, kognitive Dissonanz. Also dann wird sie sehr spürbar, du hast sie aber auch permanent so ein bisschen, weil du weißt, du bist Raucher. Wenn du eigentlich jemand sein möchtest, der gut zu seinen Freunden ist, ja, der hilfreich ist, aber immer, wenn die anderen umziehen, dann bist du plötzlich ein bisschen krank oder so und drückst dich davor. Dann hast du kognitive Dissonanz. Also du bist unzufrieden damit, wie du handelst im Vergleich zu wer du sein möchtest. Das ist ein Konzept aus der Psychologie, das es schon länger gibt, das so seine Hochzeit noch hatte, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und es immer sehr auf die ultra individuelle Mikroebene gezogen worden ist. Also wie verhalte ich mich zu mir selber oder zu meinem nahen Umfeld? Daraus kann kognitive Dissonanz entstehen. Ich behaupte oder ich vermute sehr stark, dass wir kognitive Dissonanz nicht nur so individuell und im Kleinen erleben, sondern dass es eine Art globaler kognitiver Dissonanz gibt, die was Neues ist, die eine Folge unseres Wohlstands ist. Ja, weil diese Unzufriedenheit damit, wer ich bin und wer ich sein möchte, die hat mittlerweile viel mit dem Verhältnis, wie ich mich zur Welt auch verhalte, zu tun, weil ich mehr Informationen über die Welt habe als je zuvor. Weil ich mehr Interaktion mit der Welt habe als je zuvor. Ja, vor 200 Jahren hattest du keine Interaktion damit, wie es den Leuten auf der anderen Seite des Globus geht. Aber jetzt, heute, also so wie ich jetzt heute hier sitze, ich habe eine Tasche dabei, da steht Sandquiz drauf, ja, eine Marke, die klingt irgendwie skandinavisch, keine Ahnung, die werden schon gute Standards haben, aber mir ist schon klar, wahrscheinlich ist die irgendwo auf dem asiatischen Kontinent hergestellt worden, unter Arbeitsbedingungen, die ich keinen Tag aushalten würde. Ja? Ich versuche es zu reduzieren, aber ich esse trotzdem Fleisch hier und da, ja, und schon auch mal in einem Restaurant, wo ich nicht weiß, unter welchen Bedingungen das Tier irgendwie gelebt hat. Und sehr wahrscheinlich sind es furchtbare Bedingungen. Und wenn ich ein Haustier hätte und das müsste einen Tag in diesen Verbindungen verbringen, ich würde wahrscheinlich da einbrechen und das befreien, ja, und würde mich furchtbar aufregen und die verklagen. So, also wie ich sein will, was für eine Art Mensch ich sein will und wie ich handle, es gibt eine Diskrepanz. Ich möchte auch jemand sein, der irgendwie sein Möglichstes tut, um dem Klima nicht zu schaden. Das ist, was beim Fleisch eine Rolle spielt, aber auch, ich bin letztes Jahr schon auch mal in Urlaub geflogen. So, ja. Das habe ich gemacht und finde es, irgendwo weiß ich schon, dass etwas da nicht ganz gut ist. Ich tue es aber trotzdem. Also ich behaupte, dass es für den modernen Menschen heute, der einfach weiß, wie die Welt funktioniert, nicht möglich ist, ein Leben ohne kognitive Dissonanz zu führen. Ich behaupte, wir haben alle eine permanente kognitive Dissonanz, weil vieles von dem, was wir tun, was wir leben, was wir kaufen, was wir entscheiden, nicht mit dem zusammenpasst, was wir eigentlich für ein Bild von uns haben. Wir alle möchten gerechte Menschen sein. Wir alle möchten, dass wir die gleichen Bedingungen haben wie andere. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit dieser kognitiven Dissonanz? Die Psychologie sagt, es gibt unterschiedliche Optionen, damit umzugehen. Ja, eine Option ist Verdrängung. Ja, also wenn du selbst und dein Bild von dir nicht zusammenpassen, hättest du, natürlich, das wäre vielleicht mal, das können wir zuerst aus dem Weg haben, natürlich hast du die Option, dich selbst zu verändern. Ja, also wenn du rauchst, obwohl du gesund sein willst, hast du die Option, aufzuhören zu rauchen. Das ist jetzt das Simpelste. Wenn es so einfach wäre, würdest du es tun. Dann würde auch keine kognitive Dissonanz entstehen. Also die Option ist raus. Es gibt Gründe, aus denen man das nicht macht. Weil es zu schwer ist, weil es zu unangenehm ist. Ja, oder weil die anderen Optionen attraktiver sind. Und diese anderen Optionen sind eben zum Beispiel diese Verdrängung. Also wenn wir uns nicht ändern können, dann reden wir uns die Welt anders. Zu sagen, irgendwie ja, also einfach nicht drüber nachzudenken zum Beispiel, das ist das Simpelste. Einfach diese Themen zu wissen und jeder von uns weiß das. Aber sie einfach hinten im Keller des Geistes zu vergraben, nicht drüber nachzudenken. Kurzfristig funktioniert's. Also du rauchst, aber du redest einfach nicht drüber. Du denkst nie dran, dass du das tust. Kurzfristig kannst du dein Leben vor dich hin beschert leben. Aber langfristig, wenn die kognitive Dissonanz bleibt, also wenn du über Jahre hinweg weiter rauchst und eigentlich weißt, dass es falsch ist, wirst du andere Symptome entwickeln.
ein Grundprinzip der Psychologie. Wenn du Sachen verdrängst, die dir eigentlich Emotionen bereiten, wenn du sie lang genug verdrängst, dann schläfst du halt schlechter. Dann hast du halt was im Magen, im Rücken, im Tinnitus, in den Ohren etc. Also die Option Verdrängung, kurzfristig geht's, langfristig nicht so aussichtsreich. Die andere Option ist nicht Verdrängung, sondern Verklärung. Also du kannst dir die Welt so reden, dass das, was du tust, doch in Ordnung ist. Ja, also so diese globale kognitive Dissonanz, von der ich spreche. Du kannst dir natürlich sagen, irgendwie, ja, ich habe das ja verdient. Ja, es ist, wenn jeder an sich selber denkt, dann ist an jeden gedacht. Und es hat ja sehr viele positive Effekte, dass ich das alles habe, weil ich aus den Möglichkeiten ja sehr viel Wertvolles und Gutes mache. Und jeder hat ja dieselben Chancen gehabt. Und dann machst du auch noch dein Kreuzchen irgendwie bei der FDP oder so. Wenn ich, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, bei der entsprechenden Partei. Und sagst, jeder ist seines Glückes Schmied. Und dann kaufst du dir noch eine Rolex für 20.000 Euro und dann hast du noch einen Sportwagen. Und dann hast du für einen kurzen Moment dieses Gefühl betäubt. Ja, dann hast du dir selber gezeigt, ich habe das verdient, ich bin es wert und andere, und jetzt kommt eben ein bisschen das Problematische dabei, der Umkehrschluss ist natürlich, dass andere, die nicht dasselbe haben wie du, es nicht verdient haben. Ja, also das ist ein bisschen die Gefahrenseite für die Gesellschaft, wenn man das so macht. Aber, und das ist jetzt der wichtigere Punkt, weil ich bin als Psychologe hier, nicht als Soziologe, für uns selber funktioniert das meist auch nicht so gut, ja, die Welt sich zu verklären, weil uns die Fakten schon irgendwo bewusst sind und wir können die immer nur kurz betäuben. Das heißt, wenn wir das mit Konsum, mit Alkohol, mit Kauf, mit Sex, mit, weiß ich nicht, mit TV-Serien unterdrücken und diese Dissonanz aber immer noch irgendwo entsteht, weil wir wissen, eigentlich profitieren wir von anderen auf eine ungerechte Art und Weise, eigentlich leben wir auf Kosten von anderen, eigentlich geht es anderen schlechter, die nichts dafür können als wir, dann wirst du auch Symptome entwickeln. Ja? Oder die Abwehr muss immer stärker werden. Du musst immer mehr kaufen. Du musst immer mehr, weiß ich nicht, trainieren, was auch immer. Also die Art und Weise, wie du dieses Gefühl betäubst. Es ist nur eine kurzfristige Option. Und wenn du das nächste Mal im Restaurant sitzt und irgendwie was Leckeres isst und draußen siehst du jemanden mit einem irgendwie ein Schildchen vor sich, der irgendwie um Geld bittet oder so, in solchen Momenten springt die Dissonanz dann ganz, ganz hoch. Und dann kannst du an deiner Reaktion das ganz gut ablesen, wie stark diese Dissonanz bei dir ist. Also wie sehr du dann dich über die Person aufregen musst, dass sie da sitzen muss. Ja. Oder wie sehr du dann das anders abwehrst. Dass du, wenn du dann noch eine Flasche Wodka bestellst oder so direkt, dann ist vielleicht was im Argen. Das ist aber nur die eine Seite. Du kannst dir die Welt auch andersrum so ein bisschen, du kannst auch in den Aktionismus verfallen, um auch mal auf die Seite zu gehen. Also du kannst natürlich auch sagen, ja, okay, ich kaufe jetzt nur noch fair und nur noch Bio und keine Ahnung, ich benutze nur noch das Fahrrad und habe kein Auto und tue ja alles, was ich kann, um irgendwie die Welt gerechter zu machen. Ist auch eine Reaktion. Also ist so der Versuch, die Dissonanz abzubauen, indem man das Verhalten näher ranrückt an das, wie man sein möchte, an das Ideal, gerät in dieser globalen Welt und in dem Wohlstand, in dem wir leben im Vergleich zur globalen Welt, halt an seine Grenzen. Weil egal, wie sehr du es versuchst, erstens wirst du wahrscheinlich an dem tatsächlichen Problem kaum was verändern. Ja, also du merkst einfach, dass deine Versuche, und das ist tückisch, dass die wenig fruchten. Wenn du aufhörst zu rauchen, wenn es also ganz in deiner Hand ist und du die kognitive Dissonanz dadurch abbaust, spürst du das Ergebnis. Und deswegen ist sie weg. Deswegen hast du sie überwunden, hast es geschafft. Und daraus ziehen die Leute dann Stolz und das ist was rein Positives. Wenn du mit einem Problem konfrontiert bist, an dem du nicht wirklich was ändern kannst, gerät auch diese Option an ihre Grenze. Genau, und so ist der moderne Mensch einfach ein bisschen in der Zwickmühle. Dass dieser Wohlstand, den wir haben und der was Positives ist, uns vor dieses Problem stellt. Dass uns bewusst ist und bewusst sein muss, dass sehr, sehr viele andere Leute auf dem Planeten diesen Wohlstand nicht haben und die gleichzeitig aber in dieser Kette, wie unser Wohlstand entstanden ist und jetzt noch sich aufrechterhält, beteiligt sind. Ja, dass wir davon profitieren, dass andere ihn nicht haben. Wenn ich das richtig verstehe, Dissonanz ist ja das Gegenteil von Resonanz, oder? Ja. Das heißt, es fließt nicht so ineinander, sondern so ein bisschen gegeneinander, Genau. richtig? Oder auseinander, kannst du auch sagen. Es passt nicht übereinander. Es Ja. passt nicht. Ich habe ein Bild von mir und ich habe meine tatsächlichen Taten. Genau. Das schaffe ich nicht übereinander Richtig, zu bringen. und ich muss sagen, ich habe dieses Gefühl auch ab und zu, haben wir ja alle. Und Ja. zum Beispiel auch mit dem Podcast.
Ja, okay. Ich mach diesen Podcast über mentale Gesundheit und ich weiß mittlerweile, es hören mir viele Leute zu und ich bekomme immer viele Nachrichten und Post und manchmal denke ich mir so, krass, Leon, du machst einen Podcast über mentale Gesundheit und dann gibt es Phasen, dann fühle ich mich selber nicht mental gesund. Hm. Mhm. Und dann spüre ich Dissonanz. Ach, So. ja. Dann spüre ich Dissonanz und denke ich so, du machst es tagtäglich, beschäftigst dich immer mit diesen Themen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das Gefühl, das ist nicht okay, dass ich das mache. Okay. So, und das ist die Dissonanz. Ja. Dissonanz. Ja. Und jetzt aber, wo ich das selber gerade erzähle, ist es so, ich glaube, wir brauchen diese Dissonanz, weil sie zu oft zur Resonanz führt. Mhm. Also, ich habe den Podcast auch irgendwo aus einem gewissen eigenen Leidensdruck auch Mhm. entstehen lassen, weil Mhm. dieses Interesse an den Themen kommt ja woher? Ja. So, das kam aus einem gewissen Leidensdruck so. Ja. Und das hat dazu geführt, dass dann auch diese Resonanz entstanden ist. So. Das heißt, irgendwo ist es, glaube ich, komplexer, als zu sagen, okay, das ist absolute Dissonanz und Resonanz, sondern irgendwo hängen die ja miteinander zusammen. Total. Und Total. ein Aktionist, Mhm. hast du ja gerade gesagt, kann vielleicht nicht viel bewirken. Und ich habe auch, meine Hypothese ist auch so, oder ich habe auch das Gefühl, diese Leute sind auch leicht frustriert, weil Mhm. halt die meisten nicht so handeln. Deswegen sind es ja auch Mhm. Aktionisten, nennt man das so? Ja, Aktionisten. Aber auf der anderen Seite, eine Person, also wenn alle so denken würden, würde ja keiner was ändern. Und Mhm. diese Personen, auch gerade heute durch Social Media, ne? So Mhm. Influencer können wiederum viel bewegen. Ja. So, das heißt, irgendwo, ich finde es interessant, wie die Dissonanz mit der Resonanz zusammenspielt. Ja, absolut. Ich finde das auch sehr schön, dass du das gerade als Beispiel Mhm. aufgenommen hast. Weil da kommen wir so ein bisschen zu dem, okay, was nun? Jetzt habe ich es ein bisschen aufgemacht. Mhm. Okay, es gibt diese Dissonanz. Ich behaupte, wir haben sie alle. Ja? Und das ist so ein bisschen, der Weg funktioniert nicht, weil er nur kurz betäubt. Der Weg funktioniert nicht, weil er nicht zum Ziel führt. Also unterschiedliche Probleme. Und so, okay, was machen wir jetzt damit? Und ich glaube, einerseits gehört Akzeptanz dazu. Also ich glaube, diese globale kognitive Dissonanz ist eine, die wir niemals vollständig auflösen können, solange wir hier sind. Ich kenne eine Person, von der erzähle ich dir gleich, weil die auch vielleicht für dich interessant ist, die das vielleicht geschafft hat. Aber die meisten von uns werden das nicht schaffen. Und da wäre nur mein Plädoyer, wie generell bei der kognitiven Dissonanz, da ist auch das Plädoyer der Psychologie, auf das Betäuben zu verzichten. Ja? Also auch du hast eben einen Schmerz irgendwann gespürt, ja, und hast aus dem heraus gesagt, okay, ich gehe in die Themen rein. Und ich rede über die, ich stelle mich denen und bringe auch meine eigenen Themen hier mit rein. Du tust ja nicht so, als würden sie nicht existieren. Du hast es ja gerade hier mit reingebracht. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen der Weg, der helfen kann, dass was Positives daraus entsteht. Weil diese kognitive Dissonanz ist ja nichts anderes als unser moralischer Kompass. Ja? Und den einfach zu verstecken und nicht zu benutzen, der führt zu Problemen. Also das Betäuben mit anderen Mitteln, mit Konsum, mit Alkohol, Drogen, was auch immer, das führt uns zu Problemen. Aber man kann, selbst wenn der Kompass uns nicht zum Ziel führt, also selbst wenn wir es nicht schaffen werden, dass wir ganz da sind, können wir zumindest schauen, ob wir in die richtige Richtung gehen. Und das fühlt sich sehr viel besser an, als einfach im Kreis zu irren. Also wenn wir zumindest in die richtige Richtung gehen. Und das würde ich sagen, ist das, was du, auch wenn du jetzt immer noch Momente hast, wo du sagst, ich bin nicht am Ziel, ich habe es nicht komplett geschafft, dass alles gut ist, das ist was, mit dem wir uns eben in der heutigen Welt zurechtfinden müssen. Ans Ziel werden wir als Individuen einzeln nicht kommen, aber wir können auf dem richtigen Weg sein. Und du benutzt deinen, indem du die Reichweite, die du hast, nutzt, um anderen Leuten zu helfen, von den Sachen zu profitieren, von denen du profitiert hast. Und das ist ja dasselbe, was ich auch probiere mit meinen Psychologieinhalten. Und die eine Person, nur kurz, von der ich spreche, die vielleicht den Ausweg gefunden hat, den halten manche für einen Helden, ja, andere halten ihn für einen Verrückten, wieder andere für einen Lügner. Für mich ist er einfach nur super interessant und sehr schlau. Sebastian Klein heißt der, ich nenne den Namen, weil er auch in der Öffentlichkeit steht. Der hat eine App gegründet, bei der ich gearbeitet habe, dann auch vor 15 Jahren mittlerweile. Und er hat mit 4 anderen das gegründet, und hat Jahre später, das ist 3-4 Jahre her, glaube ich, wurde die App dann
das Unternehmen verkauft für einen sehr hohen Betrag. Also, Blinkist, ne? ja, genau, Ja. Blinkist. Ja, ich wusste nicht, ob ich es nennen darf. Für einen 100 Millionen Euro schweren Betrag. Sebastian Klein ist also aus eigener Arbeit heraus sehr reich geworden, was eine Ausnahme ist. Also in Deutschland, man wird nur noch aus Erben heraus reich. Wenn du überlegst, wie groß da die kognitive Dissonanz auch sein muss, also wie viele teure Uhren da gekauft werden mussten, damit die kognitive Dissonanz abgebaut wird. Aber Sebastian Klein ist aus eigenem Antrieb heraus, eigener Arbeit heraus reich geworden und das, was er gemacht hat als erstes, war 90% davon wieder abzugeben. Ja, eine Stiftung. Also er hat einen Teil davon behalten. Die Zahlen sind auch alle öffentlich. Ihr könnt seinen Namen googeln und Interviews mit ihm anschauen. Weil er gesagt hat, ja klar hat er gearbeitet, aber er kommt auf diesen Gedanken nicht klar, dass seine Arbeit 100-mal so viel wert sein soll wie die Arbeit von jemand anderem. So, das ist kognitive Dissonanz. Das findet er nicht logisch und nicht richtig. Und er findet es auch nicht richtig, dass Leute so viel Macht auf sich konzentrieren. Und setzt sich jetzt in der Öffentlichkeit dafür ein, dass Gesellschaftsumstände gerechter werden. So sage ich es jetzt mal ganz breit. Könntest du auch mal einladen, sehr interessanter Mensch. Und ich glaube, der könnte vielleicht mit besonders wenig kognitiver Dissonanz leben aktuell. Aber ja, ein Vorrecht, das ist eine Möglichkeit, die wir auch irgendwo ein Privileg, auf das machen zu können, was er getan hat. Bei der Dissonanz ist ja das Problem oder Einlösungsversuch, den einige haben. Du hattest ja 3 Lösungsversuche genannt. Das ist kannst die dich selbst Verdrängung, die verändern. Verklärung und der Aktionismus. Und ich will mal kurz auf die Verklärung nochmal eingehen. Ja. Und so ein Phänomen, das ich auch öfter beobachte, ist, es wird dann gesagt, also es wird dann so getan, als wäre man super reflektiert und so tritt man auch auf, teilweise auch in der Öffentlichkeit, aber eigentlich, wenn man der Person dann zuhört, merkt man, die weicht sich selber aus. Also woran merken wir, dass wir uns selbst ausweichen, obwohl wir denken, wir seien reflektiert? Boah, das ist ja, hast du quasi eine Unmöglichkeit aufgestellt. Also wie wissen wir etwas, das wir nicht wissen? Okay, gute Frage. Lass uns gemeinsam drüber nachdenken. Ich würde sagen, wahrscheinlich können wir das selber nicht bemerken, weil es ist ja schon die Voraussetzung deiner Frage ist, dass wir es nicht wissen. Wo wir die Chance haben, es vielleicht zu lernen, ist im Kontakt mit anderen. Also wenn wir immer nur reden und nicht zuhören, werden wir es niemals erfahren. Aber wenn wir so durch die Welt gehen, das kennst du vielleicht, du hast ja gerade beschrieben, also wenn Menschen, die sich selbst belügen, die fallen im Kontakt auf. Also wenn du mit jemandem, der sich selber belügt, mit jemandem, der immer nur alles auf andere schiebt, so ja, es sind alle anderen schuld. So ja, das ist meine Familie, ist meine Mutter schuld, das ist die Gesellschaft ist schuld, irgendwie mein Kollege ist schuld, diese und jene Bevölkerungsgruppe ist schuld. Das erzeugt im Gegenüber ein sehr unwohles Gefühl. Ja, das Gegenüber, und das ist das Tückische, einem oft nicht spiegelt, sondern einen eher meidet. Also die Personen, die so durch die Welt gehen, isolieren sich ein bisschen, weil andere Menschen den Umgang mit diesen Personen meiden. Und das ist sehr tragisch. Und deswegen ist es eine sehr seltene Gelegenheit eigentlich und eine Chance, wenn es jemand einem zurückmeldet. Und dann muss jemand entweder sehr gut mit einem befreundet sein oder eine professionelle Aufgabe haben, also Therapeut, Therapeutin sein. Oder ist es jemand, der ihn überhaupt nicht mag. Die haben da keine Zurückhaltung, das einem zurückzumelden. Aber das ist eine der wenigen Chancen, über sich selber zu erfahren, wo man sich eigentlich schon lange belügt. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht über Selbstreflexion möglich, weil die meint man ja schon abgeschlossen zu haben, sondern darüber, dass wenn jemand anders einem was sagt, was einem nicht gefällt, ja, was einem wehtut, was einem unter die Haut geht, was man sofort ablehnen möchte, dass man dann nochmal kurz innehält und sich überlegt, okay, was könnte daran vielleicht doch wahr sein? Aber wie kommt man dahin? Weil du hast es gerade selber das Problem beschrieben, ne? Also vielleicht die Zuhörerinnen kennen es auch, wir haben jemanden in unserem Umfeld, vielleicht ist es auch unser Partner oder ähnliches. Ja. Die haben wir haben alle unsere blinden Flecken. Ja, Es geht ja eigentlich um diesen blinden Fleck. So. Ja. Und in diesem blinden Fleck denken wir, also den sehen wir ja nicht, Nee. so, Ja, genau. sondern wir handeln da so aus einem gewissen Muster heraus, aus einer Verhaltensweise, die wir uns eingeprägt haben, aus einem Weg, der sich irgendwie in unserem Gehirn eingebrannt hat, sag ich mal. Was muss passieren, dass man diesen blinden Fleck
anfängt zu sehen. Weil oft reicht es ja nicht, dass wir einfach nur darauf hinweisen. Das reicht ja oft nicht. Sondern es muss oft mehr als das passieren. Ja, das ist halt, also einfach nur hinweisen ist halt sehr viel leichter gesagt als getan. Also jemanden auf so einen blinden Fleck hinzuweisen, dafür brauche ich in der Psychotherapie dann irgendwie 8 Wochen und 8 Sitzungen. Mhm. Also, deswegen, das ist so leicht dahergesagt, aber ja, also die Art und Weise und Form, wie das passiert, das muss halt entweder muss der Leidensdruck für uns selber, also wir haben den blinden Fleck, aber wir geraten immer wieder an ein Problem und können es uns nicht erklären. Und wenn dieses Problem so groß wird, dass wir keine andere Wahl haben, als hinzuschauen, das ist halt eine Sache, die passieren kann. Oder wir haben das Glück, dass jemand anders uns auf eine Art und Weise darauf hinweist, die wir annehmen können. Und das ist halt eine große Kunst, das ist halt nicht so leicht. Du schreibst ja darüber ein eigenes Kapitel in deinem Buch über Selbsterkenntnis. Ja, So. genau. Das ist ja das Ergebnis eigentlich Ja, das, davon, sich selbst besser zu sehen und zu erkennen. genau. Ja, es ist der Weg irgendwie, weil das, also ich würde auch sagen, so wie ich es jetzt bei dir raushöre, das ist eigentlich, also wenn du denkst, du hast es abgeschlossen, das Thema, dann steckst du aber noch sehr tief drin. Mhm. Es ist eigentlich nur was man immer weiter erarbeiten kann, was niemals ein abgeschlossener Prozess ist. Wenn du jetzt mal das zusammennimmst, was wir heute besprochen haben, also Alltagsmuster, Wohlstandsmelancholie, Selbsterkenntnis, was ist aus deiner Sicht eine Haltung oder Praxis, die unser Leben tatsächlich leichter macht? Also ich würde sagen, im Kern, und deswegen habe ich vor diesem Buch, in dem ich so die 20 wichtigsten Sachen für mich zusammenfasse, habe ich vor 2 Jahren einem Thema ein ganzes eigenes Buch gewidmet, was auch in diesem Buch wieder mit dabei ist, was für mich eigentlich vielleicht das Wichtigste gewesen ist. Und das ist Nachsicht. Also ein nachsichtiges Menschenbild zu haben. Davon profitiere ich und davon profitiert mein Gegenüber. Und das ist sehr schwierig, weil sehr vieles in der Welt uns dahin drängt, skeptisch zu werden, misstrauisch zu werden, uns von anderen zu distanzieren. Das ist nicht eine Sache, das sind viele Dinge, die darauf hinwirken. Viele Dinge, gegen die es sehr anstrengend ist, sich zu wehren. Also zum Beispiel, ich versuche es jetzt mal knapp zusammenzufassen, das menschliche Gehirn ist so gebaut, dass es nach Gefahreninformationen sucht, weil das menschliche Leben über 99% der Geschichte sehr wenig Informationen bereitgehalten hat. Und die Gefahreninformationen waren die wichtigsten. Also vor 20.000 Jahren hast du nicht viel über die Welt gelernt an einem Tag. Ja? Aber wenn da mal jemand an der Beere sich vergiftet hat und verstorben ist, dann musstest du dir das unbedingt merken. Diese Beere darf ich niemals essen. Also das war die wichtigste Information, die du haben kannst. Also Information war ein knappes Gut und Gefahreninformation war das wichtigste Gut. Und deswegen belohnt unsere Psyche uns für Gefahreninformation. Und ja, jetzt in der Welt, in der wir jetzt leben, haben wir halt unendlichen Zugriff auf Gefahreninformationen über unsere Telefone. Ja? Wir haben unendlichen Zugriff darauf. Gefahreninformation, provokative Gefahreninformation ist die sich am besten verbreitet. Und deswegen auch, egal wie sehr du es versuchst, dringt und prallt sie auf dich ein. Nachrichten, Social Media etc. Und das hat sehr starke Auswirkungen darauf, wie wir die Welt sehen. Weil dein Gehirn das nicht unterscheidet, dass diese Menge an Gefahreninformationen, dass das allermeiste davon nicht dir persönlich auf diesem Sofa droht. Es fühlt sich dann trotzdem so an. Dein Gehirn merkt sich, die Welt wird immer gefährlicher oder ist immer gefährlicher. Und deswegen bleibt dieser Eindruck. Und das Gehirn filtert die Sachen aus, die es als nicht so wichtig empfindet, die eben all die positiven Sachen sind, die es auch gibt. Ich will nicht sagen, die negativen gibt es nicht, die gibt es absolut. Aber dein Gehirn wird sich nur auf die stürzen und die positiven Nachrichten wird es ignorieren. Ich weiß nicht, ob du weißt, vor 1,5 Jahren hat die WHO mal eine Statistik rausgebracht zur weltweiten Kindersterblichkeit. Hast du die mitbekommen, zufällig? Nee. Bestimmt nicht. Ich frage es auf Lesungen immer. Ich habe noch eigentlich niemanden getroffen, der sich daran erinnert. Die Zahl ist bei 5 Millionen, also 5 Millionen Kinder weltweit im Jahr, die das 5. Lebensjahr nicht erreichen. Das ist eine katastrophale Zahl. Vor 20 Jahren, also nicht in der Steinzeit, vor 20 Jahren lag die Zahl bei 10 Millionen. Doppelt so hoch. Das bedeutet im Umkehrschluss, der Welt ist es gelungen, und zwar nicht nur einmalig, sondern Jahr für Jahr für Jahr, ab jetzt, für immer hoffentlich, dass 5 Millionen Kinderleben gerettet werden. Ja, die wären vor 20 Jahren noch verstorben. Jetzt leben sie. Niemand weiß es. Das stand in irgendeiner Zeitung rechts unten klein als Meldung. Ja? Niemand bekommt es mit.
weil das Gehirn das als nicht relevant einstuft. Und deswegen wird es nicht geklickt, es wird nicht kommentiert, es wird nicht geteilt. Deswegen hat der Redakteur, der es geschrieben hat, davon quasi keine Klicks, und die Zeitung muss auch Sachen generieren. Niemand ist schuld dran. So funktioniert einfach unsere Psyche. Das ist eine von vielen Sachen, die dafür sorgt, dass wir Gefahreninformationen wahrnehmen, dass wir die Welt als gefährlich wahrnehmen, dass wir alles als schlimmer und schlechter wahrnehmen, was uns natürlich uns selbst schützen lässt. Wenn du denkst, die Welt ist ein gefährlicher Ort, machst du zu. Musst du dich selber schützen. Nicht bewusst als Entscheidung, sondern einfach, weil du über die Jahre wahrnimmst, immer mehr Gefahr. Diese Distanz, die dabei entsteht, hat sehr viele Folgen für dich selber und für andere. Es gibt eine super interessante Studie, die fand ich toll. Und zwar ging es darum, warum sich Menschen egoistischer als andere verhalten, was dahinter steckt. Und das waren so Verteilungsspiele in der Psychologie. Da kriegst du 10 Euro, ja, und dann wird dir gesagt, jeder, der teilnimmt, du und 40 andere nehmen teil. Jeder, der teilnimmt, kann, wenn er möchte, etwas in einen gemeinsamen Pool zurückgeben. Und alles, was zurückgegeben wurde, verdopple ich als Versuchsleiter und schütte es an alle wieder aus. Das heißt, wenn alle alles reingeben in den Pool, ist es für alle am besten. Dann wird quasi alles verdoppelt und geht dann alle raus. Aber für dich persönlich wäre es besser, wenn du einfach deins behältst und nur das kriegst von den anderen, was ausgeschüttet wird. Ja? Und es zeigt sich halt, dass es eine Gruppe Personen gibt. Ich verrate jetzt nicht wer, weil sonst muss ich noch ausführlicher darüber reden, die sich schon seit Jahrzehnten in der Psychologie immer egoistischer verhält als andere. Es steht im Buch drin, falls ihr es wissen wollt. Und eine Studie vom Max-Planck-Institut hat geschaut, warum. Und es gab 3 Hypothesen. A, ihnen ist Fairness nicht wichtig. B, also A, das hat nicht gestimmt. Sie wurden danach befragt, wie wichtig ist die Fairness. Sie haben dasselbe gesagt wie die anderen. Hypothese B war, sie haben ein anderes Verständnis von Fairness. Also sie denken, es wäre fair, wenn jeder 3 gibt, Euro anstatt 7. Hat auch nicht gestimmt. Sie haben denselben Betrag angegeben. Sie wurden gefragt, was denkst du wäre fair? Sie haben dieselbe Zahl gesagt wie alle anderen. Der Unterschied kam in Hypothese 3. Diese Leute, wenn sie gefragt wurden, was glaubst du, wie werden die anderen sich verhalten? Die hatten ein negatives Menschenbild. Die sind davon ausgegangen, die anderen werden egoistisch sein, und deswegen haben sie sich präventiv selbst egoistisch verhalten, um nicht die Dummen zu sein. Ja? Und das heißt, diejenigen, die das Böse von anderen erwartet haben, die haben das Schlechteste in sich selbst herausgeholt und waren selbst diejenigen, die egoistisch gehandelt haben. Also all das, was auf uns einwirkt und was uns die Welt so negativ sehen wird und was uns so ein negatives Menschenbild macht, hat den tragischen Effekt, dass wir selber unsere schlechten Seiten hervorholen. Und ein Antidot dafür, weil das ein Prozess ist, der schwierig zu verändern ist, und ich schlage 2 Sachen vor, die man tun kann, um dagegen vorzugehen. Und das eine ist, aus der Vergangenheit zu lernen. Weil das große Problem, diese Gefahreninformation und wie unsere Psyche damit umgeht, wir haben ein sehr ähnliches Problem schon mal gehabt. Bei der Ernährung. Ja, also Zucker, Fett und Salz waren über 99% der Geschichte überlebenswichtige und sehr knappe Güter. Ja, deswegen hat unser Hirn uns immer dafür belohnt, dass wir sie aufnehmen. Hat uns immer gesagt, das ist wichtiger als alles andere, weil der nächste Winter der letzte sein könnte. Und dann kam industrielle Revolution, Mitte des 20. Jahrhunderts, und plötzlich ist das Regal voll mit günstigen Süßigkeiten und in jedem Essen ist Zucker drin. Was ist der Effekt? Wir haben all diese Sachen in uns aufgenommen und wir haben als Gesellschaft Volkskrankheiten entwickelt, ja, haben Probleme entwickelt. Wir merken erst jetzt, was für psychische Erkrankungen auch damit zusammenhängen. Und wir haben fast 100 Jahre gebraucht, nicht mal um das Problem zu lösen, wir haben es noch nicht gelöst, aber zumindest nach 100 Jahren sind wir uns einig, dass es ein Problem ist. Und die meisten Menschen versuchen damit umzugehen und sagen, okay, ich kann nicht einfach nur essen, was mir gefällt, was lecker ist, sondern ich muss schauen, was ich in mich hineinlasse. Ich betrachte das nicht mehr als Angebotsproblem. Also die Leute sagen nicht, ich kann mich nicht gut ernähren, weil es gibt zu viele Müslis. Ja? Das wäre ein Angebotsproblem. Es geht nicht, weil es gibt zu viel Angebot. Sondern sie betrachten es als Filterproblem. Ich muss schauen, was ich in mich hineinlasse, weil das entscheidet, ob ich gesund bleibe oder nicht. Und das hat 100 Jahre gedauert, bis es in der Breite passiert ist. Und in Bezug auf Information stehen wir an genau diesem Punkt. Information ist jetzt, in den letzten 20 Jahren, plötzlich zu einer unendlichen Ressource geworden. Wir haben plötzlich unendlich Zugriff und unser Gehirn leitet uns leider in die falschen Wege. Wir konsumieren zum großen Teil das, was ganz schnell Emotionen erzeugt, was ganz knapp ist und immer neu. Nächstes Reel, nächstes Reel, nächstes Reel. Und das Antidot, was ich vorschlagen will, ist kein konkreter Tipp. Ich will nicht sagen, begrenze deine Instagram-Zeit auf 30 Minuten und schau lieber
diese Gespräche in voller Länge, die da das Gute sind, wo ich das mir natürlich wünschen würde, weil genau du bist Teil dessen, was den Menschen gut tun würde. Also ein ausführliches, zubereitetes Gespräch. Was ich vorschlagen will, ist, betrachtet euren Informationskonsum so wie eure Ernährung. Information ist Ernährung. Ja? Und wenn man das macht und sich überlegt, okay, also ich für mich selber, für mich ist Social Media Snacks, das sind Süßigkeiten. Die finden in meinem Leben statt, das hat seinen Platz. Ich mag's. Ich kann mich nicht nur davon ernähren. Ich brauche sorgfältig ausgewählte Zutaten, die zubereitet werden, die ich entweder selber zubereite, die jemand anders für mich zubereitet. Ein 60-, 90-minütiges Gespräch, wo jemand sich Mühe gegeben hat, etwas vorbereitet, ein Buch, eine Reportage, ja, ein Gespräch mit Freunden. Das ist für mich selbstbereitetes Essen. Das ist Information, die mir gut tut. Und ohne konkret zu sagen, was es dann für dich oder euch bedeutet, was man sich da reinziehen sollte, einfach nur die Perspektive, betrachte den Informationskonsum als Ernährung. Die kann hilfreich dabei sein, da entgegenzusteuern. Also uns nicht mit Gefahreninformationen krank zu machen. Und das ist mit allem, was man in sich hineingibt oder alles, was man konsumiert. Ne? Man denkt oft immer an die Ernährung, ne? Und wie du das gesagt hast, es ist nicht nur die Ernährung, es ist auch all das, was du in dich aufnimmst. Und das ist ja nicht nur durch den Mund. Ja. Das ist ja auch durch deine Augen, Ja. durch deine Nase, durch deine Ohren, durch alles, und ich habe das gemerkt bei mir, es ist sogar die Musik, die ich konsumiere, weil ich habe früher öfter mal so Rap gehört beim Training, beim Kraftsport. Ich mache immer noch viel Kraftsport. Und das hat mich so gepusht, weil das hat mein Ego so gepusht in dem Moment und dann konnte ich einfach gut trainieren. So. Und ich habe aber gemerkt, diese Sätze, die da teilweise fallen, die auch nicht meinen Werten entsprechen, führen dazu, dass ich mehr daran denke. So. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel in letzter Zeit höre ich viel einfach so Beats, ne, die auch energetisch sind, aber mehr so, die nähren nicht diese toxischen Gedanken in mir, die oft beim Rap halt drin sind. Ne? So kann man ja mal anmachen, so frauenverachtende Sachen, es geht nur um Geld, es geht nur um Materielles und so. Ich habe es oft auf Englisch gehört, dann oft versteht man auch gar nicht als Deutscher jetzt alles, aber es ist so, ja, seit meiner Jugend dann immer mal wieder solche Sachen gehört. Ich bin mit 50 Cent groß geworden, so, weißt du, das hat man damals einfach so gehört und alle haben es gefeiert. Und dann irgendwann bin ich auch bewusster dem gegenüber geworden und habe gesagt, okay, du gibst dir das jeden Tag. Du gibst dir das jeden Tag durch deine Ohren. Also den Inhalt konsumierst du jeden Tag und das ist fast wie so eine Meditation, wie so Sätze, die du dir die ganze Zeit aufsagst, ja. Und da ist mir auch noch bewusster geworden, ja, das alles kommt zusammen, so. Und ich bin aber sehr optimistisch, muss ich sagen, weil ich habe das Gefühl, ja, es ist momentan so, dass wir Informationsüberfluss haben und auch, ne, es gibt immer diese Bilder, die Jugendlichen sind nur noch am Handy und so weiter. Ja, okay, aber wenn es jetzt zum Beispiel um Zuckerkonsum geht, ich kenne da jetzt nicht die Statistiken, ja, aber ich bin der Meinung, oder was ich mitbekomme, die Leute konsumieren immer bewusster. Es gibt immer mehr Bioprodukte, es gibt immer mehr, ne, wir haben immer mehr Hinweise darauf, was in dem Produkt drin ist. Wie gut das ist, will ich jetzt nicht bewerten, diese Hinweise. Aber das heißt, wir schenken dem auch immer mehr Aufmerksamkeit, habe ich das Gefühl. Und das ist einfach ein Prozess. Und dieses Ganze mit den Short Reels und so, das ist alles was sehr Neues, noch was TikTok gibt es ja noch nicht seit so vielen Jahren. Nee. Aber ich vertraue dem Prozess und ich denke, wir werden auch wieder lernen, besser damit umzugehen. Genauso wie mit der Ernährung. Absolut, ich stimme dir total zu und ich bin sehr optimistisch, dass wir keine weiteren 100 Jahre brauchen dabei. Das ist halt das, worum es geht. Ich weiß, dass wir da hinkommen werden. Das ist, also der Mensch, er braucht ja manchmal lange, um zu merken, dass was nicht gut tut, weil es nicht so blinde Flecken. Das ist nicht so leicht. Das Problem muss erst größer werden, dass wir es spüren. Aber ich glaube, wir sind an einem sehr frühen Punkt im Vergleich zur Ernährung dabei, dass wir die Folgen spüren und dass wir überlegen, was muss jetzt getan werden. Bei uns auf individueller Ebene, Filterproblem. Aber vielleicht auch auf höherer Ebene, wo überhaupt was darf produziert werden und so etc. Genau, also das ist so das eine, was getan werden kann. Das andere, was ich als hilfreich erlebe, und ich weiß nicht, ob du jetzt noch die Zeit dafür hast, aber ich habe quasi das ist so die Perspektive, die ich immer mitgeben möchte, so Information als Nahrung. Und was auch hilfreich sein kann, ist, weil all diese Informationen, die wir jetzt auch heute besprochen haben, es ist
schwierig, wie viel davon hängen bleiben kann. Und was aber hängen bleiben kann, sind Vorbilder, sind Geschichten, sind Anekdoten. Und ich habe eine Geschichte, die das so sehr schön in sich vereint, all das, was ich zu dem Thema Nachsicht zu sagen habe. Und wenn du mir die Zeit gibst, würde ich die dir gerne vorlesen sogar. Sehr gerne. Ist das in Ordnung? Das ist die Geschichte einer Frau, die ja etwas als erste Frau getan hat und die etwas verkörpert, was ich bewundernswert finde. Es ist aus meinem alten Buch von vor 2 Jahren, aber die Geschichte ist auch im neuen mit drin. Das Kapitel beginnt mit der Überschrift Die Läuferin. Es gibt viele Fotos, die Geschichte geschrieben haben. Am 19. April 1967 ist so ein Bild entstanden. Darauf zu sehen ist eine Gruppe Läufer, die am Boston Marathon teilnimmt. Zentral in der Mitte läuft Catherine Switzer mit der Startnummer 261. Kopf ist nach hinten gedreht, denn sie wird gejagt. Ihr Verfolger ist offensichtlich kein Läufer. Er trägt Anzug. Es handelt sich bei diesem Mann um Jock Sample, den Veranstalter des Rennens. Sein Gesicht ist wutverzerrt und seine Hand greift nach Switzer. Er scheint kurz davor, sie zu Boden zu reißen. Ich zeig's dir mal kurz. Mhm. Der Boston Marathon ist ein traditionsreiches jährliches Laufevent, das zum Zeitpunkt des Fotos bereits sein 70-jähriges Bestehen feierte. Frauen durften damals nicht an Marathonläufen teilnehmen. Ihre Körper seien dafür nicht gebaut, sie besäßen nicht die mentale Stärke für so eine Anstrengung, es sei physiologisch einfach nicht machbar. Die Medizin reihte sich unrühmlicherweise ein und lieferte an den Haaren herbeigezogene Argumente, die einfach nur zu einem bereits bestehenden Urteil passten und darum aufgenommen, weiterverbreitet und ins Absurde überspitzt wurden. Man raunte sich zu, Frauen, die lange Strecken laufen, würden ihre Körper vermännlichen. Ihnen würden mehr Haare wachsen, ihre Brüste würden schrumpfen, ihre Gebärmutter könnte herausfallen und sie könnten durch das Laufen lesbisch werden. Also, genau, man weiß nicht, ob das idiotischer oder furchtbarer oder schlimmer ist, aber und es ist nicht so lange her. Ja, zurück zum Text. Jedenfalls ist das die Welt, in der Catherine Switzer als Teenagerin begann, jeden Tag zu laufen und ihre Distanzen irgendwann auszubauen. Im Studium schloss sie sich heimlich der damals natürlich nur für Männer zugelassenen Laufgruppe an. Der Trainer lachte sie zuerst aus, ließ sie dann aber inoffiziell am Training teilnehmen. Als einige der anderen Läufer begannen, sich für den Boston-Marathon vorzubereiten, wollte auch Catherine daran teilnehmen. Auch jetzt wurde sie wieder ausgelacht, denn Frauen können ja keinen Marathon laufen, wie einer der Sportler sagte. Switzer widersprach. Sie würde es ihm beweisen. Die Laufgruppe nahm ihre Herausforderung an. Gemeinsam bereiteten sie sich vor. Der Lauf. Am Tag des Marathons ist es kalt. Morgen schneit es sogar. 600 Läufer und eine Läuferin machen sich bereit und warten auf den Startschuss. Catherine Switzer hatte nun die Chance, als erste Frau in die offizielle Geschichte des Boston-Marathons einzugehen, wenn Jock Sample es nicht verhindern würde. Denn als dieser bemerkt, dass eine Frau an seinem ihm heiligen Traditionslauf teilnimmt, da rastet er aus. Er hechtet aus dem Begleitwagen der Rennleitung und stürmt auf Switzer zu. Er ist ein bulliger Mann, selbst erfahrener Marathonläufer und noch gut in Form. Von ihm in seiner Rage verfolgt zu werden, muss ein beängstigender Anblick gewesen sein. »Hau verdammt nochmal ab aus meinem Rennen und gib mir diese Startnummer«, brüllt er, während er versucht, Switzer gewaltsam ihre Startnummer zu entreißen. Doch Switzer ist nicht allein. Sie läuft gemeinsam mit ihrem Laufpartner und Freund, der sich zwischen die beiden wirft und Sample aus dem Weg rammt. Catherine Switzer behält ihre Startnummer und befreit sich aus Samples Griff. Dieser geht zu Boden. Sie läuft weiter, Tränen in den Augen, den Schreck in ihren Gliedern spürend, aber unaufhaltsam vorwärts. Ihr ist klar, sie läuft nicht mehr nur für sich. Die Augen der Welt sind spätestens jetzt auf sie gerichtet. Die Frau, die während dem neben den Olympischen Spielen wichtigsten Marathon überhaupt vom Rennleiter attackiert worden ist. Das Presseauto verlässt die Spitze des Feldes und fährt neben die laufende, noch immer aufgewühlte Switzer. Was wollen sie beweisen? Ist das ein Aprilscherz? Sind sie eine Aktivistin? Die Welt möchte wissen, ob diese Frau tatsächlich in der Lage ist, ob gar Frauen generell in der Lage sind, einen Marathon zu laufen. Und die Welt will die Antwort von Catherine Switzer. Sie liefert. Nach 4 Stunden und 20 Minuten kommt sie im Ziel an. Als erste Frau, die den Boston-Marathon offiziell abschließt. Gut, das ist die inspirierende Geschichte einer Frau, die sich nicht sagen lässt, was sie zu tun und lassen hat. Hat aber erstmal noch nicht so viel mit meinem Thema zu tun. Also auf das ich hinaus wollte, auf das positive Menschenbild, auf die Nachsicht. Erstmal macht es einem vielleicht sogar ein negatives Menschenbild, wenn man an den Typen denkt. Ja. Aber die Geschichte ist da noch nicht vorbei. Als ich die das erste Mal entdeckt habe und auch immer wieder, wenn ich sie in den Medien lese, alle 2 Jahre kommt ein Bericht darüber, endet die Geschichte an diesem Punkt, leider, weil es eine zweite Perspektive gibt. Es gibt noch mehr,
und sehr viel mehr zu lernen aus der Geschichte. Und das würde ich dir auch noch gerne vorlesen. Ein kürzerer Part ist das. Der Antagonist. John Duncan Sample wurde 1903 in Glasgow geboren. Er teilte sich mit 2 Brüdern ein Bett in einer Nische der Familienwohnung. Mit 4 Jahren hatte er seinen ersten Job. Er lieferte Fleisch aus und sparte genug Geld an, um sich eine eigene Feldliege zum Schlafen zu kaufen. Mit 4 Jahren. Als Jugendlicher war er klein für sein Alter und körperlicher Gewalt von Älteren ausgesetzt. Er trat den Clydesdale Harriers bei, Schottlands ältestem Amateursportverein, und lernte das Laufen kennen. Das Laufen habe seinem Leben überhaupt erst Farbe und Bedeutung gegeben. Der Zusammenhalt im Team sei die größte Belohnung für ihn gewesen. Als er in die USA zog, machte er mit dem Laufen auf Amateurniveau weiter und fühlte sich unter den Läufern sofort angenommen. Sobald das Rennen vorbei war, haben wir uns die Hände geschüttelt und waren Freunde. Die meisten von uns waren einfache Arbeiter. John wurde zu Jock Sample. Sein Spitzname entspricht der eher abwertenden englischen Bezeichnung Jock für prototypische Hobbysportler, die sonst keinerlei Interessen nachgehen. Außerhalb seiner Laufgruppe gab es für die Leistung seiner Gleichgesinnten wenig Interesse. Wir galten nicht als ernsthafte Athleten, außer in Boston. Denn einmal im Jahr hatten die Amateurläufer ihren großen Tag, wenn auch sie sich vom Jubel der vielen Besucherinnen und Besucher tragen lassen konnten. Sample nahm an der traditionsreichen Veranstaltung zunächst als Läufer teil, schloss sich aber schnell als ehrenamtlicher Unterstützer an. Er beantwortete eingehende Fragen aus aller Welt, trainierte Läufer und bearbeitete jedes Jahr die Anmeldeformulare zunächst Hunderter, später Tausender Menschen. Beim jährlichen Marathon stellte er um 6 Uhr morgens als erster die Rennbahnmarkierungen auf und sammelte sie abends als letzter wieder ein. Die Athleten dankten es ihm, er genoss schnell ein hohes Ansehen für seinen unermüdlichen und unbezahlten Einsatz für den Amateursport. Sein Einsatz richtete sich aber auch gegen alles, was er als Gefahr für sein traditionsreiches Rennen empfand. Die Attacke auf Switzer war nicht seine erste, sondern die letzte in einer Reihe von vielen und meist erfolglosen Übergriffen. 1961 wurde einer der beiden führenden Läufer von einem Hund angefallen und stolperte daraufhin. Sample stürzte sich auf den Hund, versuchte ihm einen Tritt zu verpassen, er verfehlte das Tier jedoch und flog auf die Nase. Ein anderes Mal versuchte er jemanden umzurennen, der mit Taucherflossen und einer Maske an den Start gegangen war. Er verfehlte auch diesen Mann, landete mit dem Gesicht voran am Boden und wurde von der Polizei aufgehoben, die ihn fast wegen versuchter Körperverletzung festnahm. Über die Jahre wurde Jock immer wütender auf diejenigen Teilnehmer, die nur wegen eines Junggesellenabschieds oder einer verlorenen Wette dabei waren, die das Rennen nicht ernst nahmen oder es sogar gefährdeten. Denn die dem Boston-Marathon übergeordnete Amateur Athletic Union erteilte den Veranstaltern Jahr für Jahr überhaupt erst die Lizenz, um den Boston-Marathon durchführen zu können. Sample stand immer wieder unter dem Druck nachzuweisen, dass bei seinem Rennen alles entsprechend der Regularien abläuft und damit vor allem auch die Sicherheit und Gesundheit aller Teilnehmenden geschützt ist. Auf keinen Fall sollte jemand mit Jock Samples offizieller Startnummer während des Laufs kollabieren und dadurch die Lizenzierung gefährden. Er hatte also 2 Feindbilder. Erstens Menschen, die sein Rennen nicht ernst nahmen, und zweitens diejenigen, die es gefährdeten. Die AAU, diese Organisation, untersagte zu diesem Zeitpunkt noch Langstreckenläufe für Frauen, auf Empfehlung der amerikanischen Ärzteschaft. Es wurde als gesundheitsgefährdend und damit nachlässige Mitschuld gesehen, einer Frau die Motivation und den Anlass zu geben, 42 Kilometer zu laufen. Von Catherine Switzer habe er sich darum arglistig getäuscht gefühlt. Er wusste, aufgrund dieser Regularien hätte er selbst, einer Frau, die offizielle Teilnahme nie erlaubt. Und trotzdem sah er vor sich eine Läuferin mit der offiziellen Startnummer 261. Wie zur Hölle, fragte er sich, war sie überhaupt daran gekommen? Jock Sample roch eine Verschwörung. Er wusste nicht, ob die Läuferin eine Aktivistin, eine Sportlerin oder betrunkene Studentin war, aber sie hatte die strengen Vorsichtsmaßnahmen einfach übergangen und gefährdete damit nicht nur seinen monatelangen Einsatz, sondern die gesamte Zukunft des Rennens. Das würde er nicht mit sich machen lassen. Der ihm heilige Boston-Marathon würde, egal für welchen Zweck, nicht unter seiner Aufsicht instrumentalisiert werden. Und vor allem würde er unter Jock Samples Aufsicht nicht die Akkreditierung verlieren. Das ist der zweite Teil dieser Story, der Jock Sample nicht aus dieser Rolle des Antagonisten herausheben soll. Ja. Was er getan hat, finde ich immer noch klar falsch. Es ist seine Schuld, seine Konsequenz. Darum geht es mir nicht. Worum es mir geht, ist, dass meine Meinung gar nicht so wichtig ist, sondern dass die Meinung von Catherine Switzer wichtig ist. Und sie hat selbst in ihrem Buch geschrieben, dass sie noch während diesem Rennen
10 Kilometer vom Ziel an der Stelle, die heißt Heartbreak Mountain, also keine leichte Stelle, selbst im Kopf hatte den Gedanken, Jock Sample ist einfach nur ein überarbeiteter Rennleiter und ein Produkt seiner Zeit. Diese Kraft, die Catherine Switzer da aufgebracht hat, um diese Nachsicht aufzubringen, finde ich so beeindruckend und so stark. Und das hätte sie überhaupt nicht müssen. Sie hat es getan. Und ich will über das Ergebnis davon sprechen. Weil durch diesen Blick, durch diesen nachsichtigen Blick auf Jock Sample, hat Switzer nicht nur für sich was getan, wie sie sagt, sondern sie hat auch für Jock Sample eine Tür offen gelassen. Sie hat eine Tür offen gelassen, dass er sich entschuldigt. Und das hat er getan und noch weit mehr. Also es war keine PR-Entschuldigung, sondern Jock Sample und Catherine Switzer sind Freunde geworden. Die sind lebenslange Freunde geworden. Er hat sich hier angeschlossen. Catherine Switzer hat sich engagiert. Sie ist eine Ikone der amerikanischen Frauenbewegung geworden. Sie hat dafür gesorgt, dass beim Boston Marathon und dann letztendlich auch bei den Olympischen Spielen Frauen Marathon laufen durften. Und Jock Sample hat geholfen. Jock Sample ist in den 90ern verstorben und Catherine Switzer war eine der letzten Personen, die ihn besucht hat im Krankenhaus. Also Catherine Switzers Nachsicht, ihr positives Menschenbild, dass dieser Typ nicht einfach nur böse ist, sondern dass der irgendwelche Gründe hat, die sie noch nicht richtig versteht, dass er überarbeitet ist, dass er ein Produkt seiner Zeit ist, dass er aber nicht verloren ist, hat ihm die Gelegenheit gegeben, sich hier anzunähern. Und sie hat aus einem potenziellen Feind, und das hätte sie ruhig machen dürfen, aber aus einem potenziellen Feind hat sie einen Freund fürs Leben gemacht. Und ich würde sagen, da haben alle gewonnen dabei. Und ich hatte das Glück, dass ich über das Buch mit Catherine Switzer tatsächlich in Kontakt gekommen bin. Sie hat mir eine Karte geschrieben, die ich aufhebe bis heute, die ich bei Lesungen immer dabei habe. Und ich habe mit ihr Videogespräche führen können. Und sie ist immer noch eine beeindruckende Person. Und ich habe sie fragen können, woher sie das genommen hat, diese Kraft beim Lauf selber noch. Das Verhalten von Jock Sample nicht zu verzeihen, aber zu erklären. Mit einem nachsichtigen Blick. Wie konnte sie das? Und sie hat gesagt, sie hat als Kind, wenn sie aus der Schule gekommen ist und ein Lehrer war doof zu ihr oder ein Mitschüler war doof zu ihr, hat sie das halt ihren Eltern erzählt. Und ihr Vater hat immer gesagt, ja, das stimmt, das war doof, but the good ones make up for it. Die Guten gleichen's aus. Und das hat ihr diesen Optimismus gegeben. Und jetzt hat nicht jeder von uns das Glück, dass wir das als Kind gesagt bekommen haben. Catherine Switzer hatte es. Aber auch wenn wir es nicht gesagt bekommen haben, können wir selbst die Verantwortung dafür übernehmen und alles tun, was in unserer Macht steht, wenn wir das so möchten, uns das selbst zu sagen. Es wird nicht von alleine passieren, weil unsere Psyche auf die Gefahr, auf das Böse immer mehr anspringen wird, weil es wichtiger scheint. Wenn wir es bewusst lenken, den Blick, und das Gute nicht ignorieren, sondern aufsuchen und wertschätzen und groß machen, dann schützen wir nicht nur uns selber vor Frustration und Passivität, sondern wir schützen auch unser Menschenbild von anderen, können besser auf andere zugehen, werden mehr positive Erfahrungen mit anderen machen. Sina, wir folgen der Podcast-Reihe zu. Am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Ja. Wenn du jetzt eine SMS anonym an alle Menschen in Deutschland schicken könntest, mit einem Satz, den sie auf jeden Fall lesen werden, welcher Satz ist das? Puh. Okay, wie lange kann ich jetzt nachdenken? Und es ist weird, weil ich das tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte. Ah, Gott, ich würde gerne eine Woche darüber nachdenken. Aber okay, gib mir noch 10 Sekunden, dann denke ich. Sei gut zu dir, sei gut zu den anderen. In der Reihenfolge ruhig. Aber vergiss den zweiten Teil nicht. Sina, wo können die Menschen dich finden? Ach, mein Name ist kein häufiger in Deutschland, also Sina Hagiri. Da findet ihr mich auf Instagram, auf meiner eigenen Website, in meinem Podcast. Und das neue Buch, das jetzt gerade rauskommt, heißt Was dein Leben leichter macht. Die 20 wichtigsten Erkenntnisse der Psychologie, um dich und andere besser zu verstehen. Und da steckt alles drin, was ich selber für mich am wichtigsten fand und von dem ich profitieren konnte. Die Links sind in der Beschreibung, auch zu Sinas neuestem Buch. Sina, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Danke dir, Leon, für die Gelegenheit. Hat mir echt großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Danke.